So, da sind wir wieder. Finde Hinweise darauf, von wo aus die Partystudenten bestellt haben. So, suchen. Anything food related. A promotion, huh? Maybe if I find the pizza box. Genießen Sie Knoblauchbrot. Genießen Sie Knoblauchbrot, okay. Also Pizzabox finden. Chalupa Huevos Rancheros. Okay, da hat jemand aber eine sehr schmierige Handschrift. Der sieht aber auch ein bisschen... Also... Ach so, das ist eine Chili-Schote. Ah, jetzt verstehe ich. Ja gut. Grilling spree. I better see what's on this tape. Ja, Grilling Spree Ad. Also wahrscheinlich Werbung für Grilling Spree. Grilling Spree. Schnell. Los. Also mal Robby der Karatemeister. Great party, man. Thanks. Can I grab another beer? Hey, sure thing. Let me grab you one out of the fridge. Mit Studentenpartys kennst du dich voraus. Das ist ein Otto. Bravo, Otto. Was? What am I gonna do? The party's going to be over. Fear not. A Grilling Spree will give you a free 6-pack of beer if Gallus High wins this Tuesday. Say what? That's right. Order a meal deal from us and you'll get a free 6-pack of beer if Gallus High A wins. free 6-pack? Right. Ganz You 6er-Pack, heard Junge. me. 6 beers if Gallus High wins. Sounds like you've already had enough beers. I hope we murder them. Me too, Billy. Me too. Come on down to Grilling Spree. Der grillende Schnitter. 555-749-8335. We've got barbecue you'll die for. A free 6-pack? Huh. I wonder how well Gallows High performed. Yeah. Hey, Forrest, do you know what the Grill Reaper's favorite grilling spree order is? Jetzt kommt's. I have a feeling you're gonna tell me. Spare ribs. Christ. Oh, ja, der war echt nicht so geil. Hey, find anything useful? Ja. Wonach suche Remind me ich what nochmal? I'm looking for again. The frat house by Virginia has been ordering Ja, takeout das weiß ich all ja, night. aber... We've got to figure out who they've been ordering from. Then place an order for the frat house with a note to call the station. Okay, but how do I figure out who they called? We need to think like frat boys, Forrest. What would you order if you were a frat boy? Cheap food and cheap beer. Exactly. Use your frat boy instincts to guide you. Check Frat Brad's desk boy in the instincts. office. He's our food critic, so his desk is your best bet for food-related info. And maybe the kitchen downstairs. See what you find. Ja, genau. Küche unten. Das ist nämlich das, was ich eigentlich... Stimmt, da wollten wir hin. Auf zur Küche. Das dürfen wir nicht verkacken. Wir dürfen nicht in dieser Nacht alle verlieren. Das wäre fatal. Ich will doch meinen Job als Notrufmensch. Stellt man das denn einfach auf den Flur? Okay, das ist die Küche. Nur mal kurz, was wir hier noch so haben. Verschlossen. Needs a key. Verschlossen. Not disturbed. Verschlossen. Locked tight. Verschlossen. Was, Ketchup? Nee. Oh. Schwupp. Locked. For now. Okay, egal.
Ey, bleib doch mal offen. Okay, nur Bier drin. Haben wir noch? Steht da was drauf? Nö. Kleine. Ah. Warum geht das nicht? Achso, das war schon an. Nur leise. Das ist nochmal das Horrormagazin. Oh. Out of order? Nö. Wie hier denn? High Grade Videokassette. Ja, aber ich suche doch anything food related. 7 Days. Das klingt mit dem VHS-Look obendrein, also auch hinten drauf, klingt das sehr stark nach The Ring. Ey, schmeiß es weg. Waffenberg. Oh, warte mal. Go Gallows High, I guess. Oh! Da gibt's umsonst ein Bier. Das ist definitiv... Weil die gewonnen haben, ne? Und sonst finde ich hier auch gar nichts. Schmeiß weg. Nö, aber sonst finde ich hier auch in der Küche nichts, was irgendwie damit zu tun hat. Rufen wir jetzt Grilling Spree an. Aber mal ein bisschen fröhliche Musik dazu an. Boah, ich könnte jetzt auch auf einen Grilling Spree gehen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nee, hier ist doch Live-Sendung, da muss doch zu der Kanister hier. So, Hey, find anything useful? jo. Ich bin bereit. Yes, I have. That's great. Are you ready to get back on the Die haben line? gewonnen und deswegen kriegen die ein freies Sixpack Bier. Und was könnte mehr Bier bringen als ein freies Sixpack Bier? Okay, Forrest, shut the music off. Ich kann nicht. Es babbelt. Warum? Okay, Forrest, what'll it be? Der Mob hier ist da kaputt. Grilling Spree. Called Grilling Spree. Okay. The Grill Reaper is on the line. You're through to Grilling Spree. We've got barbecue you'll die for. Hier der Studi nochmal. Der hat so... Sprechen Leute so? Fratman calling. We're in major need of foods for dudes. Can I just have your order? I want Scheiße. ribs, big ribs, for my frat house brothers. Right. And where'd you want that delivered? Same place as before, you know, the frat house. Same address? Alright. We'll get it to you soon. Oh, and one more thing. Can you add a note to the order that says to call K-Fam? A note? Okay. You better tip for this. And now we wait. We should put a song on. Agreed. This one goes out Genau, to was our Studenten sagen in delivery jedem workers. Satz, dass es Studenten sind. Dafür sind Studenten allgemein bekannt. Scheiße. Hier darf nie... Nee, nicht der schon wieder. Weg damit. Hier der Blastprozessor. Voll. Ja, sicher. Time to go on the journey that is. Last Processor with their hit song 1980X. Aber noch reingehauen. Which of the takeout places would you order from? To save Virginia? No, where would you actually eat? Oh, I mean, they're all pretty equal.
Sure, but if you had to pick one. All right. Das sind so richtig Not geil. Ponty. He's not Ponty. Right. So between Grilling Spree and Chalupa Cobbers. I mean, it depends. Do I want a plate full of meat? Or do I want really, really good nachos? It can change depending on the day, you know? Wir können Ja, vielleicht fair aufhören, von Essen Maybe zu I- reden. Hold that thought, Forrest. We've got a call coming in. Oh, jawohl, das sind meine Studentenbrudis. Ich krieg den Regler nicht runter. Vielleicht mit Abstand. Ne, ist kaputt. Hello, caller. You're live on the Scream with me, Forrest Nash. This is Dudley from the Brotherly Fraternity of Engineers. I have a note to call you. Hey, weird question. But you aren't the only ones on your street tonight, are you? No, sir. I think everyone on the street is in tonight. Yeppers. I've just visually confirmed it. I see cars in the driveways, and a couple of lights on. Everyone's in, yeah. Oh. And you've not been throwing a loud party all night, have you? I certainly hope we haven't disturbed our neighbors. Why do you ask, sir? Forrest, we have a new call coming in. Forrest, line 2. Hello, you're live on 189.16, The Scream. Forrest, it's the whistling man. He's at the door. Nein, nein. Oh my God. It's you, isn't it? Clive, I didn't talk. Ja, aber ich dachte, die bestellen da, wo es Freibier gibt. Was sind das denn für Studenten? Wo haben die denn sonst bestellt? Bei dem Eierladen oder was? Ah, Mann, oh Mann, oh. Ah, Mann. Oh, dear God. Poor Virginia. Nee, You did erstmal your wieder best, Musik an. Forrest. To everyone listening, I know things look bad, but please don't Ja, lose die faith. sehen We wirklich will verdammt stop this übel whistling aus. man. And I think Virginia may have just given us the clue we need. What was that about? Alle Clive, gestorben. I didn't talk. Nur den ersten haben wir There's a durchgebracht. janitor here at the station named Clive. But your guess is as good as mine. All right, folks. Seems we may have a lead. If any of you know a suspicious Clive, then please call in. It could save lives. In the meantime, looks like we have another caller. Oh, ich weiß nicht, ob wir noch mehr annehmen sollten. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es besser, wenn ich nicht helfe. Time to turn the music off. Ja, Mann. Oh, ich druck. Ne, geht aber nicht. Hello, caller. You're live on the Scream with me, Forrest Nash. It's great to speak with you, Forrest. Junge, dich kenne ich As a doch. local small business owner, I find this all Hexenöffnen, wenn du auch Clive horrifying. heißt. A killer roaming the streets of our fair town? Ooh, terrible. I hear you there. It's a scary time for everyone in Gallows Ich höre das doch, dass das How are der you holding up? Der You somewhere safe Pizza-Typ ist. tonight? Yes, Forrest, I am. I'm here at work in my small business. It's a safe, family-friendly place. Oh, what small business do you own? Oh, well, I'm not really big on promotion, but since you ask, it's PONTY's Pizza! The best and only pizza place in town! Come on down and get yourself a cracking deal on our 2-for-1. God damn it, Ponty, no! No free ads! Soll das? I wonder what would have happened if we called Ponty's instead. Look, he's gone now. We already have somebody else on the line. Just take a deep breath and let's keep going. Ja, aber Ponty rufe ich ganz sicher nicht an. Da ist mir das auch egal, ob die andere da gestorben ist. Evening, Really? caller. This is Forrest Nash, host of 189.16, The Scream. And tonight's 911 Top stand-in. Umsatzquote. Hi. Hello? Am I on air? Sure are, caller. What's your name?
And what have you got for us tonight? Name's Eugene Stein, and I've got a heart full of love, Forrest. I'm hanging out in the middle of the maze, listening to your show, looking up at the stars and waiting. Warum stehst du draußen irgendwo? You got a special lady coming out to see you. Yeah. Molly. We planned to get lost in the maze tonight. To take our first journey together into the love labyrinth. That's why I'm calling, actually. I thought she'd be here an hour ago. And since I've listened all night to how cool you play it, I thought you were the perfect guy to ask. Should I call her up and ask if she's coming, or wait and see? For real, kid? If you've been listening all night, do you really need to ask me? Yes, that's why I'm calling. Bleib aber da. Musst du das wirklich fragen? Eugene, do you really need to ask? I'm just not sure, you know? Okay. Eugene, you really need to go home to your parents. My parents are dead, actually. But, Oh, jeez. yeah, I guess it's not the night. Hang on. I hear some rustling. Ja, sie hat sich bestimmt im Busch versteckt. Molly! I'm in the middle! It'll take a little while to get here, but, thanks again, Forrest. It's been good talking. Wait a second. Molly can't whistle. No, Sie kann nicht pfeifen. The best night of my life! Not the worst. Ja. Es ist eigentlich ein Punkt, ne? Ist es nicht nur so ein Heckenlabyrinth? Can't you just run through the walls? It's only corn. It wouldn't be the maze if he could just walk through walls, Forrest. She's right! Listen, Eugene, breathe, hide, and call back Okay, in a minute. den holen wir da jetzt We'll raus. get you out. Also, I'll do it for Molly. But please, hurry. Well, ich listeners, hab hier doch... while Peggy and I deliberate, here's a track for all you lovers out there. Ja. Achso, ja, erstmal hier für die Lovers. Noch so ein Ding rein. Nein, How the scheiße. hell am I supposed to get him through the maze? You know Barbara, our receptionist? She's a maze fanatic. Ich weiß jetzt schon. I was supposed to go with her last week, but she changed her mind. So ein Meisterlabyrinth nicht was für Kinder? You were gonna go last week. I thought the maze was for kids. It's not just for kids, Forrest. The maze is fun for kids and adults. Okay, die Haribo. Verstehe. Why'd she change her mind? She went with that jerk Brad instead. Nicht mit dem Brad. Jeder bei einem Date zu dem Meisterlabyrinth. Does everyone in Gallows Creek go on dates in the maze? A lot of folks do. There's something nice about getting lost, I guess. And besides, there's not much else to do here. Maybe we should call Barbara then? If she's so big on the maze. We could, but I don't actually know her number. But she probably has maze stuff somewhere. Go and see what you can Warum find. überhaupt Maze? That'll hopefully be enough. Which Das wäre doch one eigentlich eher das is Barbara Corn-Maze. again? Barbara, you know, Barbara. Klar. Forrest, I've seen you speak to her. Help me out, Peggy. She's the receptionist. Sits at reception, never does any work because she's talking to Brad all day. Ring any bells? Right, yeah, sorry, I guess it's just the stress of... No excuses. Just go and find something to help us. Zack. Oh nein, dann müssen wir wieder nach unten in den... Oh, die Musik ist schon direkt... Weil spätestens jetzt sind der Killer und ich eigentlich Freunde. Also... Ja, dem habe ich schon einiges in die Hände gespielt. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Schirmchen.
Ja. Oh. Looks like Brad broke her heart. Na, scheiße. Wonder what she'd have done with all that maze stuff. Bob, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich finde, wir sollten Schluss machen. Lass uns doch Freunde bleiben, Brad. Erst schuldest mir noch 5 Mäuse für die Festtickets. Ah, der Brad, das ist schon ein guter. Der hat auf jeden Fall seine Prioritäten straight. Jo, kannst du dich noch an die... Ich habe bei dir noch Pfand liegen. Kann ich mir das noch abholen? Bingo. Here's what I was looking for. 2 Flaschen Cola. Bin ich hier eigentlich? Ne? Okay. Oh, das sieht nach einem unangenehm schweren Rätsel. Also, Eugene, deine Chancen stehen wirklich nicht gut. Also, gerade bei den heutigen Ereignissen, da solltest du dir nicht zu viel erhoffen. Er sagte ja schon erst in der Mitte, ne? Da gibt es ja schon mal nur einen Ausgang. Das ist ja schon mal richtig schlecht. Du musst ja erstmal selber überhaupt rausfinden. Das ist ja fies. Hier über die 9 irgendwie. Hier unten lang geht das nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Chance steht nahezu 0 für Eugene. Oh Gott, ist das weit. Also hier muss er raus. Dann muss er hier rum. Hier irgendwie so lang wuseln. Mit zu 1. Ach so, und dann hier lang, hier runter. Dann an der 6 vorbei. Hier unten dann lang. Dann hier hoch. Dann an der 9 vorbei. Dann nicht zu 10, sondern... Oh, Eugene. Oh, Eugene. Das wird ganz, ganz schlimm. Any luck? For Eugene, yes. For Barbara, no. Brad canceled the date. So Barbara left her tickets and a map for the Mitte maze. zu 1 geht auch. Oh, Stimmt. Barbara can do better Unter. than... Never mind. Let's save the kid. Eugene called while you were away. He's on line 1. Welcome back to 189.16, The Scream. I hope you lovers like that track. And I hope we can help our lover in the maze. Eugene, you're back on air. I'm lost, Forrest. Oh nein. I just ran. Warum denn? I don't know where I am. I'm at a crossroad, facing a tractor statue. There are hay bales painted gold on my right. Zu deiner rechten. Dann gehst du zu deiner linken, Junge. Gehst auf jeden Fall nicht zu den Heuwillen. Nach links. Go left. Okay. I went left, then tried a right. I have a pig statue in front of me and a creepy rocking horse on my left. Oh, warte. Eine Pig in front of him. Pig ist die 3. Also er guckt auf die 3 und zur linken, zu seiner linken ist das Pferd. Also, ja, pass auf. Zurück, ja jetzt nicht zurück zur 1, sondern zurück ist ja nach hinten. Also von ihm aus, wenn er da gerade drauf guckt, nach hinten. Da soll er ja lang. Go backwards. Backwards. Why didn't I just invite her over? I'm at a crossroads. There's a pitchfork statue up ahead. Which way? Der Kreuzgang? Eine riesige Pitchfork-Statue? Da? Ach. Er ist dann an der Kreuzung. Vor ihm steht eine riesige Heugabel.
Also hier. Geht er nach links. Go left. Oh, this wasn't how tonight was meant to go. I just wanted some love. Ja, das kriegen wir hin, Eugene. There's a tiny barn in front of me and a scarecrow behind me. Nothing to my sides. Vor ihm ist eine winzige Scheune, das ist die 8. Und hinter ihm ist eine Vogelscheuche, das ist die 6 wahrscheinlich, genau. So, das heißt, da muss er. Also, nach rechts muss er da gehen. Go right. Kriegen wir hin, Eugene. Du bist der Erste, den ich da raushol. I can't run much more. Stell ihn nicht so an. I just passed a cordon silo. Mhm. Didn't see anything else. Da ist er grad. Where do I go? Okay, er ist an einem Kornsilo vorbeigelaufen. Das heißt, da müsste er an dieser Kreuzung sein. Und noch hat er die 10 nicht gesehen. Die sollte er auch nicht sehen. Das heißt, er müsste jetzt wieder... Also er steht ja so gesehen, ist gerade rausgelaufen. Wieder nach rechts müsste er gehen. Go right. Du schaffst es. Voll, Eugene. I'm out. Ja. Mit dem Fahrrad. Still here. Oh, thank you, Ja, Forrest. klar, Junge. I love you, Molly. Ja, völlig verwirrt. That was tense. I think I held my breath the whole Oh, time. da haben wir ihn. Da haben wir ihn rausgeholt. Well, all told. I think you're Oh, right. liebe By the way- Schmutz hier. Why do you think Molly missed their date? Do you think she's okay? Unfortunately for Eugene, I think she probably never left home. Oh, gemein. Ist der arme Eugene bei dafür draufgegangen. And thank you for calling in, Mr. Walton. We'll make sure to add the town librarian to our list of suspicious Clives. Remember, report a Clive to stay alive. Next caller is up, Forrest, so take it away. Report a Clive to stay alive. Ja, warte mal, ich mache hier nochmal einen richtig flotten Feger an. So. Ups. Hier erstmal hier so ein... Ach, scheiße, wir haben... Ach, Caller, you're through to Forrest Nash on 189.16, The Scream. Hey, wonderful show tonight, Forrest. danke. Well, that's kind of you to say. Thank you. What's your name, caller? You can call me Dawn. Could you play my tune, Forrest? Your tune. Sure. Long Ride Home. That old song. Sure. Bring mal hin. Got it? I think I played it the other day. Thanks. It'll be good to hear it again. All right, folks. Coming up is that old classic. Forrest, I don't think you're gonna find that song. What do you Was? mean? I played it a few nights ago. I know, but, we don't have it anymore. What are you talking about? I threw it away. You threw it in the trash? No, I threw it out the window earlier today. Warum? Ja, Peggy, that's a bit extreme, isn't it? Brad was annoying me all afternoon. He played it on repeat because he knows I don't like it. So I grabbed it and threw it right out of ja one of the klar, office kostet ja auch windows. nix. Not my finest hour, but I can only take so much. Ja, schäm dich, Peggy. For shame, Peggy. For shame. I Wie know. viel hast du umgebracht? Also, Let's just play a different eigentlich song. keinen, aber We've got more important things to think about vielleicht anyway. sind 3 Leute Gotcha. gestorben. Okay, Vielleicht. folks. Here comes some Aber einen haben wir auch fun gerettet. requested music. Sorry about that, Dawn. Maybe try again tomorrow night. Sorry. Ja, dann spielen wir hier mal wieder ein bisschen Hottentotten-Musik. Hier der Night... So.
Das ist auch eine schöne Platte. Of all the songs to request, why did it have to be that one? Gee, Peggy, Ja, weil der cool what did ist. the barn finds ever do to you? Wrote that song for one. It gets real old when you're forced to listen to it on repeat for years. Why couldn't they just request Roddy? Oh, Forrest, scrap the song. We have another caller. Ja, ich schmeiß die ja nicht so. The Also die lines sind ja let nicht up. kaputt. I need to take the call. Ja. Sorry to cut the music short, folks. Callers take priority tonight. Welcome to 189.16, The Scream. This is Forrest Nat. Forrest. Oh, thank God. Du auf so einem Schrottplatz. It's me again. Me again. Murphy. Mr. Dojo. Hey, how'd it go, Mr. Dojo? Oh, the killer got me, Oh, man. yeah. Why did I ever trust a guy named Master Robbie? I warned you not to. Hindsight is 2020, okay? Forrest, we need to do something. Goddamn piece of... He came to the gallows waste disposal plant. Beat on me, man. Carried me inside and locked me in a dumpster. I got a flashlight, but... Oh, goddamn. I smell smoke. I think he started a fire. Hold on, Murphy. We'll call for help right now. You gotta hurry, man. I need someone Ja, here aber ist now. die Feuerwehr auch im Urlaub, I'm gonna oder? die. Peggy, get the fire department on the line. On it. All right. Now just... Come on, pick up. Oh, ich ahne schon. Hi. Yes, I'd like to report a fire over at the Gallows Waste Disposal Plant. It's an emergency. What do you mean it's not operational? Why is there no backup vehicle? Hier sind wir. Oh, god damn it! Forrest, that evil son of a bitch slashed the tires on the town's only fire engine. They can't do anything. But I have a few friends who live nearby. Maybe one of them can save Murphy. Where do they live? My friend Alex lives on the corner of Haddonfield and Romero Street, and Catherine lives on the west end of Myers Lane. And there's Jericho on the east end of Myers Lane. But he's old. Really old. Okay, I'll check the map, see who would be best to do this. Oh, okay. Ja, das habe ich aber ja jetzt schon wieder vergessen, wo die wohnen. Okay, einmal am Ende der Myers Lane. Das habe ich gehört. Aber wo ist denn das Ende der Myers Lane? Wahrscheinlich meinen die hier. So, was ist hier? Eastside McReady's Street will be closed. Östliche werden 2. bis 9. gesperrt. Verbindungsstraßen zwischen Rogers Avenue und Haddonfield sind für Anwohner nicht nutzbar. Okay, warte mal. Eastside McReady Street. Oh Gott. Da. Eastside, also hier irgendwie. Residents will be unable to... warte. Verbindungsstraßen zwischen Rogers Avenue und Haddonfield sind für Wohner nicht nutzbar. Also Haddonfield, wenn ich das mal kurz hier irgendwie... Achso, hat er eingesteckt. Achso, nee. Ah. Okay. Also Haddonfield und was? Rogers Avenue. Ja, ach da. Ah, okay. Also hier kommen wir nicht hoch. Und hier kommen wir irgendwie nicht hoch. So. Und wo hattest du jetzt deine Freunde? All right, Forrest, who should I call? Who can help Murphy?
Nee, erstmal hier... Wo ist Murphy nochmal? Das ist doch wohl mit die dümmste Frage. Ich weiß, wo Murphy ist, weiß ich ja. Where is Murphy again? Forrest, really? He just told us he's at the Gallows Waste disposal plant. Okay, sorry, I forgot. Ja. Moment. Kann ich das hier irgendwo sehen? Bin heraus, wer am schnellsten bei Murphy ist. Ja. Wie schnell hätte ich mir das denn... Achso, hier ist... Okay. So, Alex lives on the corner of Haddonfield Road, right next to Romero Street. On the corner of Haddonfield Road, right next to Romero Street. Also hier. Direkt vom Sheriff's Office. Das ist der Mörder. Okay, genau, aber das geht ja nicht. Da ist ja kaputt, wegen McReady Street. Verbindungsstraße. So, Catherine lives at the west end of Myers Lane. Also hier. Nee, auf dem West End. Ja doch, hier. Okay, also könnte die hier hochfahren. So, das sollte ja funktionieren. Resident will be unable to access the connecting road between Rogers Avenue and Haddonfield Road. Jo. Old man Jericho lives at the east end Myers Lane. Also hier. Ja gut, aber... So, also wir haben einen alten Typen. Und wir haben ein Mädel. Die beiden könnten hin. Alex ist raus, weil der müsste von hier dann irgendwie... Keine Ahnung, hier durch den Wald fahren oder so. Das geht auf jeden Fall nicht, weil diese Verbindungsstraße kaputt ist. Und sie ist über der Verbindungsstraße. Sie könnte dann hier hoch. Er ist East Side. Ja, würde ich aber die Frau nehmen. Also die ist ja wahrscheinlich fitter. Fire Department, get more fire engineers. Okay, die sind aus dem Rennen. Dann rufen wir Catherine an. Da. Alright, Forrest, who should I call? Catherine. Who can help Murphy? Alles auf Catherine. Call Catherine. Alright, give me a second. They're on the way. They'll call from the plant. You can direct them from there. Well, let's hope they get there in time. Okay. Das kriegt die hin. Das kriegt die hin. Den retten wir auch. Call coming in. It's Catherine. She and Murphy are now both on the line. Nice. Hello, Catherine, are you there? What's happening at the plant? The whole damn thing is up in smoke. God damn it. I'm going in. Ist aber hart drauf. Oh, my reception is terrible in here. God, my eyes sting. In dem brennenden Haus mit dem Telefon. Alles klar. Siehst du was, Murphy? Riechst du was, Murphy? Ja, das ist wohl eine saudumme Frage. Catherine Recycling. Was? Ach so. Ach du Scheiße. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Ich habe die jetzt beide drin. Murphy, can you see anything at all? Yeah, I got a little flashlight. Looks like old cans, bottles, and newspaper. What does it say on the newspaper? It's, the Henderson headline. What was that? My reception is terrible in here. Please, Forrest, tell me where to go. Ja, dann doch wahrscheinlich Recycling. Alte Dosen, Flaschen und Zeitungen. Go to recycling. Recycling. Got it. Come on, Catherine. The plant's up again. I can go shredding or crushing. Which way? Murphy, do you know what part of the plant you're in? I'm in a dumpster, man. What do you want from me?
Müllstampfer, Schredder. Ach du Scheiße, das ist glaube ich schon alles falsch. Aber Dosen wären doch nicht im Schredder. Aber Zeitungen doch schon. Flaschen? Das ist gleich das nächste Menschen. Ja, aber... Hörst du was, Murphy? Oder... Just tell me what you can see, Murphy. I've already told you. Just a bunch of bottles, cans, newspapers. Ja, und was hörst du? Do you hear anything, Murphy? I hear my heart about to pound out of my Murphy. chest. Put the receiver up to the lid. Put it up. Okay, das hat sich null nach dem Stampfer angehört. Aber ein Schredder ist es auf jeden Fall nicht. Oh. Catherine, go to the crusher. Das ist doch ein Schredder. Okay, it's super loud. We're almost out of time. There are 3 dumpsters here, 1 for Gallows Creek Council, Henderson Disposal, and Quiet Ridge Municipal. Herr Henderson. Was steht da auf der Zeitung? What does it say on the newspaper? It's the Henderson headline. So, What was that? We have no time. Which dumpster? Henderson. Open the Henderson container. Da ist ein dicker Mann drin. Mach wieder zu. I found him. Let's go. Let's hold ass. It's coming down. Oh shit! Die sind jetzt nicht beide gestorben, oder? We made it. Das sind eigentlich 2. Die eine habe ich zwar in Gefahr gebracht, aber eigentlich sind wir jetzt 0. 3 tot, 3 leben. Thank you. And I swear to you, now, I'm gonna race Fernando to be like you. Danke. And I'm getting my money back from Mr. Robbie. Hey, you just get home to your son, okay? Will do, Forrest. Well, folks, Gallows Oh, Creek yeah. has 2 folk heroes tonight, Murphy and Catherine. I'm sure their deeds won't soon be forgotten. Great job, Forrest. No time to celebrate, though. We got a caller. You know what to do. Oh, All right, folks. drauflegen. Another of our good citizens is on the line. Let's see what they have to say. Welcome to 189.16 The Scream, with me, your host, Forrest Nash. Forrest, Teddy Gallows Jr. here. I just want to say that my thoughts and prayers are with my Gallows Creek neighbors during this awful time. Oh, it's mayoral candidate and scion of the town founders, Mr. Gallows. Are you in danger? We need to be a town of law and Sieht order. das hier aus wie eine We Werbesendung, Junge. need cops who have the tools and funding they need to keep us safe. Okay, Teddy. I know you're an outsider to our little town here, Forrest. But you're really stepping up to bat for us all tonight. I just want to say thank you for taking a swing for Gallows Creek. Jackass. Alles klar. Right. Thanks, Teddy. Now, are you... Teddy, you lowlife. This is not the time to promote your damn Lowlife. campaign. I just want to make sure our town is safe and prosperous. That's why the Gallows Unabhängig Family davon, Factory, dass das founded natürlich by völlig my geschmackslos ist, was er da father, macht. Theodore Es C. ist nachts um Gallows, 2. Wer macht denn nachts um 2 so eine Werbung? which employs over 200. Teddy, unless you've got an emergency, I'm cutting you off. You know what? I do have a problem. A problem that's ruining Junge. our town. You know what it is? DSF. Ja, ist ja wirklich so, als wenn du deine Bürger... zwischen den sexy Sportclips kommt dann so deine Bürgermeisterwerbung oder so. Der Pfeifer, how Junge. about the goddamn serial killer?
The problem is that woman, our current mayor, Linda Cartwright. Oh, here we go. She just isn't one of us. Linda Cartwright is un-American, unstable, and... You're not better than anyone, Teddy. Just because you inherited half the town. Your producer sounds a little unstable, too. Don't you dare speak to me that way. Cut him off, Peggy. I can guarantee this kind of thing will not Schmeißen wir ihn happen denn when nicht? I take office. The moral decay of... And that's enough of Teddy Welches Gallows jetzt? Jr. for one lifetime. I always feel disgusting after hearing him talk. Just play an ad for us? I need a minute. We'll Ja, be right warte, back ich after spiele these das Richtige. messages. Wo ist es denn? Ups. Die dürfen nicht kaputt gehen, dann haben wir ja bald ein Problem. Nee, das ist doof. Ja, genau. Spiele ich erstmal seine Bürgermeisterwerbung. So. Teddy Gallows Jr. is a family Voilà. man, a devout Christian, and a proud patriot. Teddy Gallows Jr. is Gallows Creek. Like his father and all his fathers before him, Das ist so dermaßen laut, ne? create jobs, improve infrastructure, and make Gallows Creek a good place to raise a family. Tatsächlich kann ich da nicht irgendwie... Unlike current mayor Linda Cartwright, Teddy Gallows Jr. lives in Gallows Creek. He's our neighbor, and he stands with our neighbors. Ich kann auch währenddessen einfach Musik anmachen. After years of keeping the peace, Mayor Cartwright is trying to force... Hast du davon, Teddy? Ich hab die Macht. Das ist die Scheiße. Also ich muss das, glaube ich, wirklich, ne? Wählen Sie Teddy Gallows Jr. Mein Name ist Teddy Gallows Jr. Caller Yes, on again. line 1. Hello, caller. You're live on the Scream with Nee, me, das ist nochmal derselbe. Boris Nash. Hello, caller. Who is this? I need the police. Ja, ich bin I'm fast Boris genauso gut wie Nash. die. I'm standing in for 911 tonight. What's wrong? There's a guy hunting me and my friends. I think he's killed some of them already. Ja, ein paar hat er auf jeden Fall schon erwischt. Vielleicht nicht deine Freunde, aber... He's just outside. I can see him from up here. God damn it. She's just a kid. So klangen die jetzt aber eigentlich gar nicht. Bist du... Where are you? Are you somewhere safe? Oh my god. Oh my god. Stay with me, kid. Focus. I can't do this. Yes, you can. Focus. Tell me, what's your name? Sweetie, you can do it. What's your name? Carrie. Good. Carrie, listen to me. We're gonna get you out of there. All right? Now, where are you? The old murder house. Warum? Upstairs. I'm at the end of a hall. There's a bathroom, a couple bedrooms, a closet. Oh, he's coming. Where should I go? Also das Badezimmer ist saudumm. Also allerhöchstens der Duschvorhang. Schlafzimmer. Go to the bedroom. Okay, I'll... Nicht sterben. Das wäre auf jeden Fall Rekordzeit. He's here. He's gonna kill me. Forrest, I don't think we can... Lauf! Run! Oh nein. Ich will mich doch nicht so unter Druck setzen. Oh no! Oh no! Oh no!
weiß ich nicht. What? Are you kidding me? Okay, what the hell is going on here? Oh, who's on the phone, Carrie? The cops? It's just a joke, jeez. Wait, isn't that... Ja, Jimmy, auf jeden Fall. that wasn't funny, you sicko! Of course I called the cops, but some guy just answered instead. What guy? Forrest Nash. What the hell are you all doing? It's prank night, old man. We're just having fun. That's the kid! The kid who called in earlier pretending to be the whistling man. That's it. I'm out of here. Geh nach Hause, Jimmy, Junge. Jimmy, everyone, it's really not safe to be out. Please, go home. And waste whistling night? No way. That little idiot. Whistling night? It's a stupid tradition. Especially stupid since that one kid died back in... Would you take off that stupid mask if it's hard to breathe? Who's under there anyway? Is that you, Seth? Idiot. Seth is right next to you. That's, wait. Oh no. Who are you? Oh no, man! Everyone, get inside! Ja, alle ins Gruselhaus, auf jeden Fall. Everyone, run! You two, barricade the door. Scott, Heather, you barricade the back. As long as he's out there and we're in here. Drauf auf den. Ja, das wäre auch schlau gewesen. Alle Mann drauf und dem richtig schön aufs Maul hauen, aber... We have to... Heather, I already called the cops. Forrest picked up. He's the best we're gonna get. Who is with you, Carrie? My friend, we drove out to the old murder house and... Of course! The van! Who's got the keys? Jimmy had them. Jimmy. Ah, Jimmy. Jimmy ist halt jetzt... Ja. Alles wird gut, Jimmy. Okay. Carrie. It's gonna be okay, Carrie. Right. We'll figure something out. Between all of you, there's gotta be a way to beat this. Just sit tight, okay? Heather, shut up. If we do that, we're gonna get killed. If only Jeannie were here. Jeannie? Jeannie McPherson? Our intern Jeannie? Yes. She's my best friend and the smartest one out of all of us. She stayed in tonight. Ja, Forrest ist leider ohne das Hirn losgegangen, ne? We'll see what we can come up with, and, What? Scott, you're not any good at... And... No, Chad. Out of all of us, you're not the one to... Everything okay? No. We're figuring out a plan, but everyone's volunteering to do things they're just bad at. I think we can figure out what to do, but I don't think we can agree on who should do what. Ja, pass mal auf, das mache ich hier fernanalysemäßig. Or else these idiots are gonna get us killed. But I... Shut up, you... Forrest, I'll call you back. But I don't know anything about your friends. Ugh, these damn kids never learn. Ja, das sind nur dumme Kinder. Breathe, Peggy. It's okay. Ugh, they do this kind of thing every year, Forrest. People get hurt. All right, folks. We're gonna work out a way to save Carrie and her friends. This next one goes out to all the trapped kids out there. Oh yeah. Enjoy this classic by Smooth. It's their hit song, What? The Word. Peggy, you mentioned something about their friend working here? An intern? Yeah, Jeannie. Seems a nice enough girl, but a bit head in the clouds, you know? Not sure why we took on an intern. He really didn't have the office space for one. Poor thing got tucked away in a dark corner somewhere downstairs, I heard. All right, I'll go see if I can find her desk. Hopefully she has something we can use. Ich meine, das Gute ist, Peggy said her desk is downstairs. der Killer hat da ja gerade ein bisschen was zu slashen. Das heißt, ich habe ja hier gerade Zeit und werde hier jetzt nicht in diesem Raum fies... Was ist das?
Achso, den habe ich da hingeworfen. Jeez, they really tucked Jeannie away. Lol, im Eingangsbereich hast du dein Büro? Das ist aber wirklich fies. Du hast doch nicht mal einen Stuhl. Ach ja, okay. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Menge Lesestuff. Bill was hier. Ja, das ist ja cool. Rock on. Gallows for life. Jimmy und Jeannie. Ja, das ist vielleicht schon mal eine wichtige Information, dass wir ihr nicht sofort sagen, dass Jimmy schon... Ja, dass Jimmy schon einen Abgang gemacht hat. Alone. Friendship quiz. This might work. Jeannie plus Carrie's friendship quiz. Most likely to peak Mount Everest. Hot David, Kyle, Heather. Okay, die meisten setzen auf Heather. Also sportlich aktiv. Most likely to win the award for worst poker face. Cynthia. Scott, Chad, Tammy. Okay, die sind dann so gesehen mal alle raus, weil die haben alle nur einen Strich. Oder sie haben jetzt nicht so... Das war keine so eindeutige Entscheidung. Most likely to end up in prison. Seth, Jennifer, Lisa. Most likely to escape prison. Jennifer, Scott, Cynthia, Seth. Most likely to become an Olympic athlete. Scott, David, Heather, Seth. ETO. Oh, hier geht's auch noch weiter. Most likely pass the driving test without any errors. Jimmy. Okay, also wer den Wagen fährt, das ist Jimmy. Ach nee, Jimmy ist tot. Scheiße. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Most likely to win an Oscar. Lisa. Oder Tammy. Oder Scott. Most likely to beat everyone at karting. Scott. Most likely to trip while running in a horror movie. Jimmy. Ja, Jimmy ist most likely to end up in a car crash. Oh Mann, du. Was haben wir hier denn noch? Hier noch was Wichtiges. Attention staff. Please stop putting stickers on office furniture. You're lowering the resale value of everything. Reggie. Das ist nicht in Ordnung. Okay, und die guckt auch gerne Horrorfilme. Was ist das hier? Axe me again. Axe Final Decapitation. Okay. Hier eigentlich so durchluken? Das Ganze erinnert mich natürlich auch stark an Ponty Pool. Etwas kleinerer Film, aber da geht es auch drum, dass... Ich glaube 2 oder... Ne, es sind 2 oder 3 Leute, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall 2. Auch in so einem Radiosender gefangen sind, mehr oder weniger. Da passiert aber draußen eine Zombie-Apokalypse. Und nicht sowas hier. Hey, you find anything that'll help us out? Yeah, I found a friendship quiz with all these kids on it. If you think that'll help, then good enough. Carrie's on line 1. Whenever you're ready. If you think that's enough, das klingt natürlich so, als wenn die... Oh, wollen wir nochmal gucken? Aber ich kann auch in keinen anderen Raum, also ich glaube, das bringt uns nichts. Aus. This is Forrest Nash, back again with an unlucky caller on this unlucky night. Carrie, are you there? Yes, we've got a plan, but we can't agree on who should do what. You want me to be the tiebreaker? Exactly. I'm ready. What's the first step? Okay, first things first, we'll need a spotter. Someone who can keep an eye on the killer. We'll need someone on the roof. It's gonna be a hard climb. We're deciding between Heather, Kyle, and Hot David. Die heißt ja wirklich Hot David. Aber das ist ja
most likely to peak Mount Everest. Das ist natürlich dann Heather. So. Heather's got this. Yes, Heather, he picked you. Now please, stop talking about all your cheerleading trophies. Part 2. The Whistling Man padlocked the gate back to the road. Before we drive out of here, we need someone to pick the lock. Seth, Jennifer, and Scott all want to do it. Ja, okay, hier ist halt most likely to end up in prison. Most likely to escape prison. Dann ist es ja wahrscheinlich Jennifer, ne? Da hinten noch was drauf? Beat everyone. Wo haben wir denn noch Jennifer? Most likely to end up in a car crash. Jennifer, ja okay, fahren sollst du ja nicht. Dann nehmen wir Jennifer. 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 Jesus, Jennifer, you carry a bump key? Why didn't you say so earlier? Anyway, that brings us to part 3. Getting the van keys. I'll volunteer for this. I don't know Jimmy as well as you guys, so it'll probably be easier that way. Then it's part 4. Das ist beeindruckend. Dieser Plan ist komplexer Well, this is a Plan. long plan. How much more is there? Only a couple more points. You're doing great. What's the next part? Part 4, we need someone to lead the Whistling Man away. We need a fast runner. For this one, we're trying to decide between... Who was it again? Hot David, Cynthia, and Scott. Ja gut, also da ist ja schon mal Olympic Athlete ist der Hot David, ja. So. Most likely to win the award for the worst poker face. Win an Oscar. Beat everyone at karting. Most likely to trip. Ja gut, also Scott ist definitiv raus. Dann ist Hot David dran. Hot David. Oh yeah. Yeah, you, do spend a lot of time running shirtless. You got this, Hot David. Sweet. Okay, let's recap. We get the eyes on the roof. A runner distracts the killer while we grab the van keys and pick the lock on the gate. Now the tricky part. The getaway. Ooh, what's the plan there? Well, we can't all outrun the Whistling Man. But he thinks we're just a bunch of stupid teens. So, let's use that against him. Part 5. We trick the killer into a trap. Someone can pretend to be injured. Who would make the most believable bait? Who you got? We got Lisa, Tammy, and Cynthia. Ja, okay. Oh, das ist schwierig. Tammy oder Lisa? Wo finden wir die beiden denn noch? Tammy ended in a car crash. Also da könnte man sie schon mal rausnehmen, falls niemand anders den Wagen fahren kann, damit sie es auf jeden Fall nicht macht. Most likely to end up in prison is Lisa. Most likely to win the award for the worst poker face. Okay. Also Cynthia ist definitiv raus. Aber Lisa... Wir haben beide keine anderen... Wohl Tammy ist noch bei dem Go-Karting dabei. Dann nehmen wir Lisa. Lisa. You're right, Lisa. Having to smile at rude customers is perfect practice. That should take care of the killer. And then it's time to get out of here. Finally, part 6. We need someone who can drive us through the woods and back to Gallows Creek alive. Who's our getaway driver? Should it be... Who have we got? Chad? Scott? Cynthia? Whatever. Forrest, you know what to do. So, most likely to end up in a car crash. Scott und Cynthia. Ja, dann ist es der Chad. Der Chad ist es. Oh ja, der ist auch bei den Go-Karting dabei. Chad. Oh, perfect. Your go-karting experience will be great, Chad. Ist auch fast dasselbe, so ein Go-Kart und ein Auto. We'll just take a few seconds for ourselves, and then it's go time. Sounds good. Talk to you in a sec. Good luck, Carrie. Und haben ein paar jetzt einfach gar keine Aufgabe, die warten einfach nur. That actually sounded like a pretty good plan. Ja. Impressive as hell, right? Damn straight.
Währenddessen können wir auch noch ein bisschen... Nee, nicht angucken hier. Oh, the Weg kids are dazu. back already. Oh. Line 1 again. Aber wir legen noch einen drauf. If you're just tuning in, we're coming to you live with a bunch of teens about to flee a madman. Listener discretion is advised. Are you ready, Carrie? We're good to go, Forrest. Ja, nicht sterben. Bitte nicht sterben. Don't die, okay? You got this. Here we go, everyone. Spotter, to the roof. Go, Heather. She's off and away. All right, Renner. Get ready. Wait for the spotter's signal. Spotter says go. Wait. Lockpicker, go. I'll get the keys off Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, his face is... The keys, Carrie. You need to get the van keys. His face is lying next to him, Forrest. He got Ah, das ist halt... Das kann halt mal passieren. Station. Focus. Breathe. Right. Right. The van keys. Got him. It's... Jennifer got the gate unlocked. And Hot David should be back any second. Perfect. It's working. I can't believe it's actually working. You're doing great. Focus. You got this. We got this. Next step, trap the killer. All right. Bait. Get into position. Everybody else, hide. Okay, performer. Now, act like your life depends on it. Oh. There he is. He's buying it. Now! Push the bookshelf over! Die eingesperrt oder umgebracht? He went through the floor! Spotter! You need to climb down now! We gotta go! She's coming down. And yes! Heather! Quick, everyone to the van. Abschiss. Alle rein. Driver, take the keys. The damn gate swung shut. Huh? What? It won't stay open. I'll hold it. You drive through. Es hat halt schon was, so dieses What was that? Hörspielartige. It's a whistling man. Drive! Now! Let me go! Just go! Nein! Drive! Oh my god. Please, no! Nein! Ai. Carrie? He just stared at me. Carrie! Carrie? Just stared at me. And walked into the woods. I don't understand. Thank God you're okay. Can you get somewhere safe? I can make it home. Thank you both for helping. If you hadn't, It was your plan, Carrie, and it was a great plan. Vergiss Janine nicht. Ich weiß, dass Don't keine forget bei war. Jeannie. Her friendship quiz saved Ach so, the nee, day. ach, die told ist you she die. was the best. I need to get home. Breathe, Carrie. You're okay now. I'll call you when I'm somewhere safe. Talk to you then.
Das haben sie wieder durchgebracht. Folks, Der Profi-Operator. That was a lot. Our thoughts go out to Jimmy's parents. Ah, Jimmy war... This awful Nee, time. For da habe any ich kein kids Mitleid. listening in, please Da hat er stay seine inside Käsebrezel jetzt. and stay safe. And parents, hug your kids extra tight tonight. Here's a song for the girl walking home in the dark. Ja, da habe ich doch schon was Gutes. Hier den Blastprozessor, Junge. Einen Erfolg bekommen. Alle Hey, we had Teenager, a call come außer in. Jimmy, haben überlebt. Caller waiting for Ja, us. ja. Forrest Nash here. Listeners, we've got another caller live on 189.16, The Scream. What's on your mind, caller? Hey, Forrest. I just wanted to phone in and say that I think I speak for everyone when I say that you're providing a real service for Gallows Creek tonight. It's cool what you're doing, man. Oh, ja. I'm just doing my job, friend. Anyway, tell me about yourself. What's your name? Are you keeping safe tonight? Yeah, man, I'm good, thanks. I'm at my roller rink, trying to get everything ready for the Harvest Festival Das ist tomorrow. eigentlich völlig dumm. I had a guy from Starling Security here earlier Okay. installing the Starling 4000 system, so I'm a little behind. As for my name, my friends call me Roller Ricky, and I now consider you a friend, my man. Ja, moin Ricky, Junge. We're friends now, huh? Well, that's kind of you to say. Thanks. Yeah, man. Sounds like roller skating is more than just a job to you. So is this vocational? I wasn't always Roller Ricky. Once upon a time, believe it or not, I used to go by just Ricky. Ja, das war eine harte Zeit. Yeah. Back then, Ich wusste, dass das kommt. I used to roll with a bad crowd. Not all bad, but there was one guy. Anyway, some bad stuff went down. I harbored a lot of guilt for a long time and turned to the bottle. I didn't really talk about it or even know how to talk. It's just how it was. That bottle took the best years of my life. Or so I thought. It's never too late, Roller Ricky. How did you turn things around? I joined a support group. I opened up about my problems, and sharing that burden just took so much weight off. It's a long story from there, but I found roller disco. I learned how to have fun again, cutting loose and making shapes. Now whenever I get down, I get down. I'm finally free from it all, man. It's important just to talk to somebody. That's the first step. Ain't that right, Max? Aw, hello, Max. It's a good boy. Well, he certainly sounds like a good boy. Max is my emotional support dog. He's a rescue dog, but I always say he's the one that rescued me. He's the best dog a guy could ask for. Of course, the first thing I did was teach him how to skate. He's better than me now, a real pro. Max can skate. Yeah, man. At first they said it couldn't be done, and then they said it shouldn't be done. But Maxie loves the rink, man. Is that another train, Maxie? Maxie loves trains, man. He's even got that special how to greet them. It sounds like you two make a great pair. Maxie appreciates all the positivity you're throwing out, my man. You know, I'm actually hosting free skating lessons tomorrow at the festival. I think it's a great opportunity to give back to the community. Man, all this talk of skating's got me itching for a boogie. Before I switch my radio off Nachts for um the 3 night, dreht er seine can I request a Runden. song for us? Something I can groove to, you know, something funky. It'll be me and Maxie's final boogie breakdown tonight. Then I think we'll take it down a level. Pass auf. I can do that. Thanks again for calling. Ja, auch You schon and so Max, be safe now, okay? Bye, Maxie. You got it, man. Peace. Scheiße. Well, folks, this Die next letzte. one goes out to Roller Ricky. Scheiße, ich and komm hier nicht Max. klar. Enjoy. Schmeiß weg. Nein. Pass auf. I know him. You love him. This is Roddy Snatcher with So ist his es new richtig single, scheiß auf Jimmy. Final Das sehe ich Breath. nämlich auch so. I really needed that call, you know, after everything. Yeah, I get that. He talked a bit much for my taste, but
It is inspiring to hear somebody come back from the brink like that. Yeah, that's what I meant. You were thinking about Max on skates, weren't you? Well, would you look at that? Another caller on the line. What are the odds? Better take it. Welcome back to 189.16, The Scream. This is Forrest Nash. How are you tonight, caller? I'm doing okay. I made it home safe. Gary! Hey, I just wanted to thank you for doing what you could earlier. You know, even though we lost Jimmy and... Ja, Jimmy, scheiß auf Jimmy. Hey, it's okay. You were so brave earlier. You're safe now. I wanted to ask you why he didn't... Why am I... Why what, Carrie? Why did he spare me? After what he did, why let me go? Yeah. Maybe he only wanted to hurt the pranksters. Maybe. Did he just think everyone was making fun of him? Did he always hate these hazing rituals? I mean, if he did, why wait all these years to... Why do this now? These stupid hazing nights have to stop. Carrie, you did so well tonight. Stay safe and rest. Help is coming to Gallows Creek. We just need to hold on. Thanks, Peggy. Hey, Forrest? Could I request a song? Of course, Carrie. What song? Any song by Blast Processor. And thank you. This next one goes out to Carrie. Jawohl. You know, what Carrie just said has really got me thinking. About what? The whistling man left her alone. Why? There must be a reason. When it comes to masked whistling killers, I don't think a reason is a key part of their process. Well, it's something to consider. So. I need to take a break. If you want to stretch your legs, now's the time. Just hit the Peggy button when you want to get back on air. Das können wir eigentlich mal kurz machen. Allerdings können wir gar nicht viel. Können ja noch immer nicht, ne? Hier. Da darf ich nicht. Hier darf ich auch nicht. Not getting in there tonight. Ich meine, wenn uns schon so das Angebot gegeben wird, dann schauen wir uns mal kurz um, aber... Was haben wir hier eigentlich? Was ist er hier eigentlich für einer? Was macht er? Das ist ja einfach nur noch Schmiererei. Christine's Mechanic on Duty. Natürlich kennt Christine von Stephen King ein Buch über ein Auto, was sich selbstständig gemacht hat. Also sie spielen hier natürlich auch sehr schön wieder mit den Referenzen. Wahrscheinlich habe ich sogar schon viele übersehen. Schmeiße die ganzen Sachen durch die Gegend. Hier war der Food Guy. Nur eine Zeitschrift. Hier ist jemand gut organisiert. Ach. Hier ist das Zöllchen. Ja, aber der ist ja leider... Ja, der hat da so am Schrank rumgehampelt. Da ist er gestorben. Aber da können wir auch überhaupt nichts für. Das hat nichts mit meinem Versagen zu tun. So, hier ist auch alles safe. Hier kommen wir aber... Ja gut, da kommen wir rein und hier kommen wir rein. Aber in die Räume da hinten kam ich ja gar nicht, ne? So many locked doors, so few keys. Alter, was ist hier eigentlich passiert? So. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Ich bin mich gerade ganz kurz vor dem Ventilator da erschrocken. Ja, die haben ja alle diese coolen
Accessoires. Schwingen lassen die Tür. Da bin ich wieder. Let's get going, Peggy. Alrighty, we could run another segment or... Scratch that, Forrest. We have a caller. Eine Regel. Ausmachen. You're through to 189.16, The Scream. What's your emergency? Hello again, Forrest. Oh, that call with the teens was awful. Those poor kids. Still, I'm glad the girl didn't get hurt. Thanks for your concern. Are you in trouble? What's on your mind? I wanted to ask you again to play my song, Forrest. You said you were gonna play it. Sie, Killerin. Your name was Dawn, right? What, Peggy? Yes. Oh, well remembered. My name is Dawn, and I wanted to ask you again to play my tune, Forrest. Long Ride Home? You know, the one that Peggy said she threw outside the window? Das kann sie doch gar nicht wissen, oder? Das sollte sie doch eigentlich gar nicht wissen, sie. But we don't have that song. As you just said, Peggy threw it out the window. But, Forrest, you do have it. It's just outside the window. There's a serial killer on the loose. I can't just go outside Ja, hunting for a record. Da er nicht so I'm reagiert, really also sorry, entweder ist er Dawn, sehr doof, but we just can't get it right now. But wasn't oder the sie hat Whistling es, Man just at the old das war doch birdhouse? zu hören. Miles from the station. It won't take you a second to grab it. Er ist verdammt schnell. Don, I'm not sure if you've heard, but there's something unnatural about this freak. He's fast. I'm not risking it. Oh, but I think you will. Forrest? Peggy, I'm calling with more than a request. I know something. I think I know who's gonna be next. What? Are you serious? Play my song, Forrest, and you'll find out. Junge. Well, folks, here's some music for you while I think things over. Was ist das? Ist das Storm Riders? Is she serious, Peggy? She's serious about hearing that song, that's for sure. Peggy, I mean, is she serious about... I don't know, Forrest, but we don't really have a choice, do we? Ja, aber das ist, If she's also, telling the truth... man verhandelt nicht mit Terroristen, auch nicht mit solchen Songwünschen. Warum gehst du? All right, I'll do it. You're a good man, Forrest. I'll slide you the key to the fire door. Wait. Our fire door has to be unlocked? Das ist ein guter Yeah, Einwand. you know, I never thought about it, but yeah. We should talk to Reggie about that later. Anyway, I'll hold the fort down while you're out. Maybe I'll even get a caller. That could be exciting. 189.16, The Scream. With me, Peggy. Schlüssel gefunden. Brandschutztür. Also war tatsächlich wirklich ziemlich dumm. Also, wenn es eine Tür gibt, die nicht abgeschlossen sein sollte, dann ist es die Brandschutztür. Geht die auch hier oben? Ne, hier oben kann ich gar nicht. Will eigentlich nicht da raus. Nein. Ach, hier sind wir. Aber aus welchem Fenster hat sie das denn geschmissen? You know, I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the Whistling Man. Ja, rede auch ruhig noch. Out here? Das ist nicht schlimm. In the open. Alone. Ja, aber hier müssten sie das ja irgendwo... Ich bin ja auf der ganz falschen... Wenn nicht der Chef anruft, einen Raid ansetzt. Radio nicht mitbekommen.
Dafür sind die da, Brandschutztüren. Wollen Feuer abhalten. Ja, aber dafür müssen die ja nicht abgeschlossen sein. Also das Feuer, das macht ja keine Türen auf. Beziehungsweise dem ist ja relativ egal, ob das abgeschlossen ist. Aha. Hallo. Oh, das ist jetzt aber nicht so gut. Sieh doch, Junge. Here it is. Long ride home. Aber ich habe ihn doch gesehen. Warum reagiert er da nicht drauf? Of course. It locks behind me. And of course the key doesn't work on this side. Fantastic. Maybe there's another way back in through the basement. A door, elevator, or something. Ah. Aber das stimmt. Das ist halt eigentlich auch... Da hätte ich auch schon beim Rausgehen... Das ist halt auch wirklich logisch. So, hier wahrscheinlich, ne? And that's broken too. Nein. Only the best for K-Fam. See if I can fix this. Looks like a power issue. I should check the fuse box. Ich glaube, Fluchtwege dürfen nicht abgeschlossen sein. Ja, also ich glaube, Brandschutztüren dürfen in der Theorie abgeschlossen sein, wenn sie nicht der Fluchtweg sind für so eine Fluchtroute. Weil dann dürfen sie, glaube ich, wirklich nicht abgeschlossen. Ich weiß das halt nur zum Beispiel von der Schule, dass es da immer... Die sind nie abgeschlossen. Die können abgeschlossen werden, aber das sollten sie nicht. Also ich meine, ist ja auch logisch. Das Gebäude brennt und keiner hat einen Schlüssel, so. Nein. Ich will doch nur... Ach, da geht der Strom hin. Ich dachte, ich muss in so einen abgeschlossenen... Genug? Achso. Looks like I'm gonna have to hunt around for some new fuses. Ich bin direkt. Ja, aber ich meine, ich kann ja einfach hier mal so den da zum Beispiel reintun. Nah, that's not right. Do the fuses add up properly? Ach so, ach ne 70. Und die sind alle... Ich brauche die Fuses. Die sind bestimmt hinten in diesem Schuppen oder so. Ne, ah. Kann ich da nicht... Ja, genau. Jetzt kann ich 2 tragen. Okay, 15, das sind 40 jetzt. Da liegt auch noch eine. Das war nicht genau jetzt... Es sollte doch eigentlich eine Rolle spielen, wo ich die reinstecke, aber okay. Ja gut, das ist eine 5er. Die wird aber definitiv nicht reichen. Dann sind es ja nicht 70. Also wenn wir jetzt 40 haben, dann brauchen wir ja noch eine 30er. Oder halt irgendwie noch mehrere kleine. Beziehungsweise so. Ja klar, die Maus hat eine, ja, sicher. Oh, hier liegt auch noch eine. Ah. Was ist hier eigentlich passiert, dass hier überall Sicherungen liegen? (20, 15, 40. Bingo! Ist da gerade was bewegt?
Ich will nur in diesen Kellerraum. I could probably survive that fall. Es ist vielleicht 1 Meter. Also das hoffe ich doch sehr. Kann ich nicht von hier aus die Luke auch wieder zumachen? Der kommt mir doch hinterher. Die liegen draußen einfach rum. Ja, das ist vielleicht jemand mit dem Sicherungs... Looks like the janitor's closet. dem What did Peggy say his Sicherungsbehälter name was? umgefallen. Clive? Das ist aber nicht normal. So. Moment. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Zap the Zorb away. Power Station, Trailer Park, Gas Station, Hospital. Ach, and Williams, Car Club. Billy Price, Chuck Brody. Tim Walker, Stanley King. Die sagen mir aber jetzt bisher alle noch nichts. Wir wissen ja von dem Clive. Festival of Disaster. Big Real Breaks. Ach ne, man kann das ja auch. Okay, das gibt's nicht auf Deutsch. Big Wheel Breaks Free, 15 injured. Who is to blame? Gallows Creek Harvest Festival closed early this year after tragedy struck only hours after opening. The Big Wheel broke free from its supports and rolled through town, and his investigation is currently underway. On page 12. Ja, und er hat auch er hat auch natürlich auch die Titelseite hingehangen. Nicht Page 12 mit mehr Informationen. Nein, nein. Kim Walker. Food for thought. Local Dr. Kim K. Walker recommends all locals to get their flu shot ASAP. Flu season is... okay. Staff search at power station, Gallows Creek. Okay. Crime syndicate impounded. Criminal operation shut down. 24 arrests. Inside informant walks free. Police have today finally put end to low car thieving, crime syndicate. Okay. Das ist aber alles jetzt noch nicht so ganz interessant. Hier. Game Day. Vom Stil her ähnelt es mit Tower im Wald, finde ich. Ja, ja, klar. Also ohne diesen VHS-Look, aber genau deswegen. Wer legt sich denn unter den Tisch so eine Puppe? Das ist ja total unangenehm. Oh. Oh, there's a key. I'll just take that. Might be important. Genau deswegen hatte ich es auch ausgewählt. Weil ich das nämlich auch ganz nice fand. Und das hier finde ich auch bisher eigentlich ziemlich nice. Hatte ich ja ganz am Anfang nur gesagt, das Einzige, was ich so ein bisschen doof finde, ist, dass ich es, weil wir sind uns alle einig, ich werde es heute Abend durchspielen und das ist halt jetzt nicht ein Spiel mit gigantischem Wiederspielwert, außer vielleicht man will die Leute retten. Aber dass ich es dafür ein bisschen teuer finde, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist schon länger, als ich es eigentlich gedacht hätte. Ja, vielleicht ändere ich die Meinung auch noch. Call for donations to help Chuck Brody, former Gallows High School Captain. Chuck Brody suffered a career-ending injury as a victim of the festival. Achso, das Riesenrad ist über ihm gerollt. Drop tickets in the bucket below. Okay. Ja, der heißt aber Chuck. Der heißt aber nicht Clive. Jetzt hier Marriage Announcement. Kim Walker und Peter Stein. Ach so. Oh, hat die ganze Zeit die Textfelder aus, ich Idiot. Zweijährige Untersuchung des Festunfalls. Piep, piep, Vorsicht, Tragödie. Defekte Busbremsen fordern 5 Tote und 16 Verletzte. Piep, piep, Vorsicht, Katastrophe.
Eine Tragödie ereignete sich gestern Nachmittag in Gallows Creek, als ein Bus nicht mehr bremsen konnte und mit einem Tankwagen kollidierte. Die Verstorbenen wurden als Einwohner von Gallows Creek identifiziert. Mr. D. Rudd, Mr. M. Hooton, Mr. P. Stein, ihr Mann, Mr. K. Stein, sie selber, J. Mildred. Die Polizei bittet um Rücksicht auf Familien der Opfer. Der Vorfall. Um Rücksicht auf so eine Überschrift. Okay, also irgendeine... So ganz schlau werde ich da noch nicht raus. Aber irgendeine Abschlussklasse? Kann ich jetzt hier rausgehen, ohne dass mich jemand fies und hinterlistig... Wir merken uns trotzdem ganz kurz nochmal eben die Namen. So, wen haben wir hier? Keith Walker, Marie Campbell, Stanley King, Kim Walker, beziehungsweise Kim Stein, Rebecca Allen, Ann Williams, Billy Price, Chuck Brody. Okay. Das hier ist aber auch ein bisschen dumm, ne? Also so, als wenn ich hier nicht durch die Schlitze sehen könnte, dass da offensichtlich ein Geheimlabor hinter ist. Hallo? Was? Bin ich weg. I wonder how the show's going. Nein. Okay, Putzmittel. Ah. Verarscht mich nicht. Denn hier ist niemand. Ah ja, ich dachte gerade kurz, ich habe die Platte gar nicht geholt, sodass ich einfach nur umsonst da durch die Gegend gelaufen bin. Peggy? Isn't that such a good song, folks? And now for... Jesus, Forrest, you've been gone for ages. I thought something had happened. Ja, ich hatte so ein Something did Problemchen. happen. Clive, the janitor, might be Clive, the murderer. What? Start from the beginning. The fire door. Ach, der heißt auch Clive. Why did you heave that thing all the way up here? Because the basement's creepy as hell, and I don't like standing around down there. Ach so. Fair. All right, let's run through this again. We have a creepy board you found in a creepy basement, made by our creepy janitor, who you think is the creepy whistling man. Yep. And on the creepy board are the names Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, and Aunt Williams. Correct. And you think one of these people will be the whistling man's, Clive's, next target. That's right. And we've got to find him. You said there are 4 locations listed there too? The hospital, the power station, the gas station, the trailer. Clive must think the target is at one of those locations. Forrest, you're gonna have to figure out if any of the potential targets are at one of these locations tonight. Hit the button if you need any help. Ja, aber Murphy, beispielsweise, den er abgestochen hat, ist nicht drauf. Also, das auf 69. Ich meine, ich verstehe so diesen Ansatz, aber die Leute, die doch bisher gestorben sind, sind doch hier gar nicht mit drauf. Oder hat er einfach 4 Leute und fast eine ganze Teenie-Bande umgebracht, einfach so zum Ablenken. Ja, aber warte mal, wir können auch hier irgend so eine Werbung reinknallen. Famous annual Gallows Creek Harvest Festival is back! We got it all out on Giblet Field. We got the Little Miss Harvest Pageant, Princess Harvest Pageant, Harvest Queen Pageant, Cotton Candy, Corn Dogs, Cornhole, Corn on the Cob, Crokinole, Country Music, Can Jam, Jams, Jellies, Jamborees, Juggling, Roller Rickies, Roller Disco Lessons, Praying.
We got baby crawling, balloon popping balloons for sale, beard contest, horseshoes, hayride, hay toss. Hey, you there! Safe donkeys and ponies. Sleep tight. So, How's it going? Moment, erstmal hier. It's not going well. I could use some help. Okay, let's review the basics. We need to work out who the next target is. There's 4 locations, right? And 4 people. We need to figure out if anyone is at any of the 4 locations tonight. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Great. Need any more help? Hey. Okay, also 4 Personen. Kim Walker ist tot. Als Kay Stein gestorben. Rebecca Allen, Chuck Brody and Williams. So, was ist hier los? Right, Rich. Liegen Gesundheit, besuchen Sie mysteriöse Sondergast, der leitende Ingenieur, der 1972 das Ernte verursacht hat. Man soll aus seinen Fehlern lernen. Ja, ich habe meine zum Beruf gemacht. Was? Okay. So, aber Justice for Festival Victims. Die 2-jährige Untersuchung des die Ermittler machen ihm ein hiesigen Kraftwerk angeworbene Ingenieure verantwortlich. Der leitende Ingenieur Ant Williams und Junior-Ingenieur Sean Everett ließen sich bei der Montage des Big Wheel Riesenrads von einer Unterhaltung über Horrorfilme ablenken, was zu diversen Montagefehlern führte. Ja, nicht bei der Arbeit, Jungs. Sie wurden zu Sozialstunden verpflichtet, die insgesamt... Was? Wie kann man das denn da abreißen? Okay. Call for Donations. Ich weiß gar nicht, welches Jahr haben wir denn? 87. Okay, ja, die ist ja tot. Ach so, warte mal. Kann ich das so machen? Oh, ich kann das sortieren. So. Das sind Sozialstunden für Sean Everett und Ant Williams. Sean Everett interessiert keinen. Ant Williams. Kay Stein. Ja gut, die ist ja raus. So. We would like to Kim Walker and Peter Stein. So, das kommt da auch noch zu. Fuck, das ist ja so komisch rum. So. Die Polizei hat dem lang operierenden Autodiebstahl heute endgültig gar ausgemacht. Die Festnahmen erfolgten, nachdem ein Bandmitglied Informationen über die Mitverschwörer preisgegeben hatte. Der Informant, der anonym bleiben möchte und nachfolgend RA genannt wird, ist ohne Anklage freigelassen worden. Mehr auf Seite 13. Das ist Rebecca Allen. So. Game Day. Saturday. Hills Creek. Das ist hier der... Kann ich wieder Orbit sagen. Der Footballspieler Chuck Brody. Stellplatz. Wir kontaktieren Sie Makler Tyler Wallace und für weitere Informationen. Ich bin es satt, eine lokale Berühmtheit zu sein. Die Leute sind so gemein zu mir. Ich habe doch nur ein paar Autos geklaut. Wen kümmert das schon? Besorgt euch einfach neue. Ich verkaufe meinen Wohnwagen und verschwinde aus der Stadt. Ich will einfach nur hier weg. Bitte kauft ihn. Das ist Rebecca Allen. Liegen die Gesundheit und Sicherheit am Herzen, dann besuchen Sie jährlich den Kongress. Mysteriöser Sondergast, der es Dingsbums da gemacht hat. Wo ist das? Kongress 1. bis 6. September. Das ist auf jeden Fall nicht hier. Lead Engineer. Also, das ist für den da und der ist dann nicht da. Is your car safe?
Sheriff Matthews warned citizens to look out for suspicious behavior after multiple car thefts. So. Crime Wave, die Verbrechenswelle der 70er wird enden. Das versichere ich Ihnen. Zusammenarbeiten. Ja. Ex-Lotteriegewinner kauft 24-Stunden-Tankstelle. Christine's Gas and Repair ist an einen Herren verkauft worden, der vor 14 Jahren im Lotto gewonnen hat. Der neue Besitzer erklärt, die wird mich abends beschäftigen. Er hat darum gebeten, anonym zu bleiben. Das ist ja wahrscheinlich. Ex-Lotteriegewinner. Former Gallows. Hinweise Genesung. Besorgen wir ihm Lotteriescheine. Berühmte Autorin des Enthüllungsbuchs Tagebuch eines Autodiebs verlässt Gallows Creek, um ein neues Leben in der Großstadt zu beginnen. Sie erst... Okay. Die ist in Manhattan. Der ist auf dem Kongress. Steht aber nicht wo, ne? Ne. Die ist tot. Kann man eigentlich auch so rummachen hier. Das ist so ein bisschen Reihenfolge. Der Ort 24 Stunden Gas Station. So. Also Chuck Brody. I'm good now. Thanks, Peggy. No problem. Der Meisterdetektiv ist wieder am Start. How's it going? I'm ready, Peggy. Are you sure? Ja, We've sicher. only got one shot at this. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Chuck Brody. Chuck Brody. And where will I find them? In Manhattan, nein. In der Tankstelle. The gas station. Okay, I'm dialing. One moment. Hello? Chuck Brody! Listen, I know this sounds crazy, but we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. The Whistling Man? Who the hell are you? Who is this? Zumindest This ist das schon mal Forrest Chuck. Gad. Das ist sehr gut. Listen, the Whistling Man's back. We found a list with your name on it, and Oh God. It's today. The year I finally let myself forget. Vergessen? Was? Hört sie auf zu reden? Ja, wohl. quit talking and run! I think he ran off. Well, fingers crossed that Chuck... Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Is Chuck? I don't know. Hang on, we're getting a call. Hello? Chuck? Chuck! Forrest! The whole goddamn gas station's gone up. Is anyone hurt? I don't think so. I got everyone to follow me out. Town's only ambulance was blown to hell, though. Oh Gott, nein. Yeah. Damn it, that firebolt threw me. I've got to get to the hospital. I'm not feeling great. Forrest, man. I can't thank you enough, but... Yeah. I gotta go. Wait, Er liegt da irgendwo bluten und brennen. Nochmal kurz zurückgerufen. Danke. Oh, Forrest, the call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. Jau. Hier kommt etwas. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16, The Scream.
Ganze Nacht derselbe Song. Kann ich irgendwo anders dran pappen? There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Ja. Tschüss. Ja, aber spätestens jetzt ist er doch sauer. Jetzt weiß der doch auch, dass wir Sachen wissen, die wir nicht wissen sollten. Oh. Mein Daumen juckt schon. Das bedeutet Gefahr. Oh, der sieht aber auch schon richtig fies aus, der Keller. Der war zu, ne? Ja. Alter, was sind das für Fliegen? Die sind so groß wie meine Finger. Bim Bam. A key? Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Das ist aber schon sehr offensichtlich gewesen mit den ganzen Pfeilen da drum. Oh, auch schön, dass so ein Killer auch so ein beruhigendes Wackelspielzeug hat. Bugger, Bugger, Bugger. Weg gleich wieder irgendwas wenn ich hier lang laufe. Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Mehr zu erledigen. Hier gibt es noch... Oh. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Da ist ein Radio in dem Raum. Oder was soll man das sagen? In dem Lagerraum. Und dieser Mann benutzt... Achso, ne, da ist ein Bleistift. Ich denke, der benutzt für einen Kugelschreiber ein Radiergummi. Das wäre schon irgendwie krass. Hm? Ja, da muss ich aber jetzt wieder hochkommen, ne? Also das möchte ich eigentlich nicht so gern. Aber hier unten ist ja nicht so ein Radio-Apparillo. Forrest, you should listen to that first tape you found. Hier gibt es noch einiges zu erledigen, bevor du diesen Ort verlassen. Ja. Soll ich mir das Ohr halten, das Band oder was? Hey, hier ist doch kein Kassettenrekorder. Oder ist das ein Kassettenrekorder? Ach, das ist ein Kassettenrekorder.
drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. Sieht aus wie eine I think Mikrowelle. we need to see what Ist es else schon. is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. So eine Flasche unterm Tisch stehen. Da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ja, okay, jetzt hat er hier... Also das ist irgend so ein Lagerraum und mit solchen Spulen. So. Ja, gut. Das hätte ich jetzt sogar ohne Foto gesehen. Aha. Lieferungsdatum, Lieferung und Installation, Sicherheitsanlage, Modell 4000. Das ist hier bei dem Roller-Ricky da. St. Gabriel's Hospital, Christine Gas Repair, Rollschuh, Rickys Rollschuhbahn, Woodside Apartments geliefert. Ach, natürlich, da hat er natürlich guten Zugriff drauf, weil der die Dinger installiert, die Sicherheitsanlagen. St. Gabriel's Hospital, Christine Gas Repair, da gab es einen Angriff. Rollschuh Ricky schwebt in absoluter Lebensgefahr. Oh nee. Das heißt nur, wir haben gar keine Alarmanlage. Geliefert, aber nicht installiert. Oh Scheiße. Client opted for manual install. Das ist aber nicht so gut. Ah. Okay, hier müssen wir gleich basteln. Nein. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Okay, da sind solche Soundpolster-Dinger im Hintergrund. Aber hier will ich hier nochmal gucken. Ne, okay, ich kann auch noch gar nicht. Moment, ich muss nochmal eben. Ne, ich kann hier noch gar nicht installieren, ne? Okay, Stühle im Vordergrund, ein Schrank mit solchen Soundpolster-Dingern im... Ja. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. This looks useful. Polizeidienststelle Gallows Creek. Sheriff J. Matthews. Ausführlicher Bericht. Gegen 4 Uhr ging der Anruf einer Joggerin, einer Miss Sandra Sharp, ein, die der Talsperre eine angeschwemmte Leiche entdeckt hatte. Sie fuhr hin und konnte die Leiche vor Ort als die von George Barrow identifizieren. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Sie teilte mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai 19 Uhr gesehen hatte. Erstmal hier das Ding da werfen. Okay. Da sind so... Das Radios drin.
das da. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Sich tighte Atmosphäre hier. Nein. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Moment. Hier ist aber kein neues Zettelchen. Sehe ich es noch nicht, nö. Ich will nicht. Ist das Alarmsystem? Okay, hier kann ich noch nichts anfassen. Natürlich Monster Trucks und Horror-Movies. Das ist, was ein Killer möchte. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Eine Geschichte über Liebe, Tragödie und Verrat. Besetzung: Maisie Cartwright als Dawn, George Barrow als Henry. Außerdem mit Marie Campbell als Anne. What the? Ooh, a new vinyl for my collection. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek, drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst, that I can, I don't know, do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say, that I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Okay, also er ist nicht der Mörder. Oh, ich kann es übersehen. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. That recording. Shut it off. Now this has to be important. Name des verstorbenen George Barrow. Der Verstorbene ist ein weißer männlicher, 18 Jahre alt. Erstickungsmerkmale deuten auf Ertrinkung als Todesursache hin. Weitere Schiffwunden an den Fingerknöcheln stammen vermutlich von vergangenen Schlägereien, was mit der aggressiven Vorgeschichte des Verstorbenen übereinstimmt. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Nach Ansicht des Gerichtsmediziners gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Zusätzlich weist der vorläufige toxikologische Bericht auf einen hohen Alkoholgehalt im Blut des Verstorbenen hin. Die Gerichtsmedizinerin ist der Auffassung, dass der Verstorbene im alkoholisierten Zustand schwimmen gegangen und im Zuge dessen ertrunken ist. Aha. Aha. Virginia. Dr. Virginia. Dr. Virginia. Und die sollte umgebracht werden. Oder hat er zumindest versucht. Ja gut, das letzte Radio habe ich wohl gesehen. Ah, haha. Okay, die wurde, also hätte, ja gut, die wurde umgebracht. Also, ja, ist passiert. Der Sheriff. Wen haben wir denn da noch? Hier sieht doch gleich fies erschreckt. Aber das hier ist doch wichtig. Lass das hier unten mal liegen, weil die können ja nicht verlangen, dass ich das mitnehme. Aber das wird doch bestimmt noch... Leg es doch einfach hin, Junge. Das wird doch bestimmt noch relevant. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. Ja, natürlich. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants. Genau, und das Wasn't her verkackt name haben. Virginia? If only she had made it. Then we might have learned more about what's going on. It's okay. We did what we could. The takeout idea was a long shot as it was. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body, I guess someone else must have moved him after he was dead to where he was eventually found. But the report, what is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. Wichtig. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere
other than what the report suggests. That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. And Sandra didn't make it either. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. I think it was Clive. This is starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Erzählt halt alles auf einmal. I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Oh. Die Höhe geht einfach automatisch hoch, Gott sei Dank. Thank God you're back, Forrest. Ja. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Das ist unsere Aufgabe. This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right. So, what's the plan now? Wie sicher man sich hier direkt wieder fühlt. If only Sandra had made it. We could have talked to her, too. Ja. Es war halt ein Schock. Yeah. It was shocking how she died. Looks like we've got a call coming in. Welcome to 189.16 The Scream. Lol, With das me, your host, Musik ist noch an. Forrest Nash. Das geht Hi, doch gar nicht. Forrest. I know this is really out of the blue with everything happening tonight. But I wondered if you could send a special birthday message to my uncle. You want to do that now? Jetzt ist schon wieder der Pizza. Really? Why? Of course now. It's his birthday. I won't have a chance to do it again until next year. May as well, Forrest. Fine. What's his name? Thank you, Forrest. He's my Uncle Ronnie. His first name's Peter, but he never liked his name. But since he always had salt and pepper hair, even as a kid, can you believe it? Folks always called him Pepper. Thanks for the history lesson. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my God damn it! Yes! Tell him he can get the best birthday deals and party packages here at Ponty's Pizza. Starting at just... You son of a bitch! Stop calling! Damn it, Peggy. This is your fault. My fault? I said I didn't want to do it. Don't blame me because Brian Ponty can't control himself.
Don't worry. We've already got another caller on the line. Just pick it up, okay? Kann ich nachts um 3 vielleicht noch in einen Spätnacht-Radiosender meine Pizza-Werbung reinfriemeln? Wir probieren's mal. This is 189.16, The Scream. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. Caller. Ponty. Ponty's Pizza always delivers. Come rain or sleet or whistling man, we'll be there. Forrest? Forrest? Are you okay? Nee, ich komm nicht mehr klar. Ich fahr da gleich wirklich hin zu Ponty's Pizza. Forrest? I hope the whistling man gets in with his own pizza slicer. Jesus, Forrest? Ja, bin ich bei ihm. Sorry, that was too much. It's okay. It's been a high-stress night. Don't worry about him anymore, okay? Not for tonight, anyway. I think he's spent for now. We've got another call, whenever you're ready. Na, Freunde. Rast komplett aus, wenn das wieder derselbe Typ ist. Folks, don't spend your money at Ponty's Pizza. Don't do That's all I'm gonna say about that. Moving along, I'd like to welcome another caller to 189.16 The Scream. With me, Forrest Nash. Who, may I say, is calling? Well, hello again, Forrest. Don. Don? We played your song, Long Ride Home. Did you hear it? Can you tell us? Never mind that now. First, I'm calling because I need your help. Ja. Don, we had a deal. Hatten wir. At my end, who is the next target? Oh, it's too late for that now. I'll be the judge of that. Oh, fine. Chuck Brody was the next target, but that ship sailed. How did you know it was Chuck? Well, if I tell you, I might just put more people in danger. People are already in danger. This might help. Forrest, I don't have time. I need your help. Do you mean Yes, he's after me now. you? I think so. He must have heard me on the radio, helping you. Möglich. Right. Okay. Vielleicht sollten wir auch nicht alle Anrufe I was out following live a lead, senden. trying to work out who would be next after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. I came back to my apartment building, but this newfangled security system has me locked up. I need you to help me get inside. Can a neighbor let you in? I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the keypad for the entry code. I need that code to get inside. Which apartment block do you live in? Maybe one of our listeners lives there too. It's the New Woodside apartment building between the town hall and Natürlich. Park, but I doubt any of your listeners live there. I don't have many neighbors. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Shit. Alles auf Sendung, ist klar. Sounds like a noisy part of town. It is. Boy, I wish he'd muscle that thing in. Oh. And now he's blasting David Scopo out of his window. This night can't get any... Whistling man. He's coming down the street. I don't think he's seen me yet. Forrest, please. I need your help. I need the code for that security system. Ja, wissen or wir, I'm wissen gonna wir. die. Name des Alarmsystems. What's the name of the security system? There's a sticker on the box. It says Starling Security 4000. There's a keypad, and it looks like it wants a 6-digit number. 6-digit. So was. We'll see what we can do. Thank you, Forrest. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. Und ich helfe jetzt übers Radio, live, I'll sit out of sight. Sicherheitsanlage eines Hauses zu knacken. All right, folks. Here's a little tune for you all to enjoy.
while I try to break Dawn into her apartment. You were pretty quiet there, Peggy. Forrest, was it just me, or was there something... Yeah, it wasn't just you. Something was weird about that. Yeah. Well, tell you what. We have a Starling 4000, or whatever, here at KFAM. Clive bought one for the station. Maybe we can find something to help. Well, I'm not sure who. But to help someone. Aber irgendwie ist sie halt wirklich komisch. Okay, so she's locked out of the Woodside Wegen Zahlen, apartments, ja. and somewhere Clive probably has the papers for the Starling 4000. Ich sagte jetzt das Passwort, aber pssst, das darf niemand anders mitbekommen. Schaltet jetzt alle bitte aus, falls ihr Killer seid. Aber irgendwas stimmt mit der sowieso nicht so ganz. Weil, also auch, warum wollte uns die vorher nicht sagen... Also es ergibt ja gar keinen Sinn. Also ja, klar, dann wird der Killer darauf aufmerksam, aber so das ist er ja anscheinend eh. Weg. Order delivery form. Starling must have left this by accident. The system's not even installed at Woodside. Ah, ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich gerade dem Killer helfe, irgendwo reinzukommen. So, der Zug. Ah. Und Zug. Das ist der Roller-Ricky. Sie versucht beim Roller-Ricky reinzukommen. Ja, Hospital wird keinen Sinn machen. Die Tankstelle ist explodiert. Ja, außer sie versucht tatsächlich bei uns einzubrechen. Nee, obwohl, nee, das geht nicht, weil die ist nicht installiert. Woodside Apartments. Hahaha. Er tappt. Werf bitte dieses blöde... Achso, ich hab's in der falschen Hand. So. Starling 4000. User Manual. Ah, these codes should come in handy. Übrigens, wenn man bei Horrorfilmen ist und Anspielungen, Starling ist der Name von Agent Starling, ist die Agentin in Das Schweigen der Lämmer. Es bestimmt noch viel mehr Anspielungen, die mir teilweise dann nicht einfallen. So, jetzt muss ich mir das aber erstmal hier vorher... Wichtig, bei der Eingabe von Codes und Anweisungen müssen aufeinanderfolgende Tasteneingaben innerhalb von 4 bis 5 Sekunden erfolgen. Vergehen 4 bis 5 Sekunden, ohne dass eine Taste gedrückt wird. Gilt die... Sie hat doch auch gesagt, da ballert die Musik aus dem Fenster. Und ich glaube, wobei das würde eigentlich wenig Sinn ergeben, aber... Dieser Scopo, das ist ja eine Platte, die wir auch abspielen, die ist auf jeden Fall bei dem Roller Ronny da, dem Roller Ricky. Gilt die Eingabe als abgebrochen und muss komplett wiederholt werden. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Durchführung jedweder in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren. Sollten Ihnen bei der Eingabe eines Sicherheitscodes ein Fehler unterlaufen, so drücken Sie Sternchen. Beginnen Sie von vorn. Wenn Sie die Eingabe eines Codes pausieren und dann wieder aufnehmen, wird möglicherweise ein falscher Code eingegeben. Einführung. Unser hochmodernes Sicherheitssystem arbeitet mit einem 6-stelligen Codesystem. Geben Sie einfach den Code in das Tastenfeld ein und genießen Sie die absolute Sicherheit. Das Starling Security 4000 bietet eine Reihe von Funktionen. Die Standardcodes für diese Funktionen sind nachstehend aufgeführt. Hinweis, bitte ändern Sie diese Codes umgehend, um unerwünschten Zutritt zu verhindern. Wartungsanforderungen ist 311-212. Also wir wissen ja auf jeden Fall, wir müssen die davon abhalten, da reinzukommen. Alarmtest Deaktivierung, Zugangscode. Achtung, sämtliche... Jetzt ist halt die Frage. Lassen wir sie den Wartungscode eingeben?
Und dann kommt der Wartungsmechaniker, ja, wobei der kommt ja wahrscheinlich, steckt vielleicht mit dem unter der Decke oder wird bedroht. Ah, nee, ich glaube, das ist schon Schlawinerei hier. Weil, also, da ist ja einer gestorben. Und der ist ja jetzt irgendwie wohl nicht so gestorben wie, ne? Aber das ist ja so gesehen das Opfer. Aber der kann ja nicht der Killer sein, weil der ist ja schließlich tot. So, und der Clive hat ja gesagt, die Morde haben woanders bereits angefangen und haben sich so nach Gallows Creek gearbeitet. Also vielleicht ist das irgendwie seine Schwester oder seine Geliebte, seine Mutter, je nachdem. Ja, ich glaube, wir sind da an was Heißem dran, weil es wird ja auch noch nie wirklich gesagt, dass der Killer männlich ist. Da geht man zwar immer so von aus, aber muss er ja gar nicht. So, aber ich glaube, wir machen dann den Alarmtest. Weil die Wartungsanforderungen, die fahren ja nicht nachts um 3 und warten das Ding. So, das ist ja ein bisschen... Welcome back, Forrest. Find anything? Starling 4000 security manual. It's got a bunch of codes. Good. And did you find anything else? I saw a list of everyone else who bought the Starling 4000. Know who was on there? Oh my god. Roller Ricky! Do you think we should give him a call? Is that crazy? I don't know what you'd say, but... Auf jeden Fall. That might be a good idea. Okay, one moment. I got the number here. Vor allem, die wartet da Patching theoretisch through. mit dem Killer auf den Fersen. Warten Sie noch kurz, ich muss hier noch eben telefonieren. Shit. He probably can't hear it over the music. Scheiß Roller, Forrest, Ricky, I don't Junge, know mach about die this. Mucke aus. This is super weird. Just put me through to Don. I'll take care of this one way or another. Okay, if you say so. Kann das When Ding you're ready, nicht shut the ausdrehen? music off. Weil der komische Oppi da rumflitzt. Line 1, whenever you're ready. Don, are you there? This is Forrest Nash from 189.16, The Scream. Oh, thank God you're back. I'm so afraid. What's the code to the gate? Aufgepasst. Für Alarmtests. Ja, nochmal kurz, also Zugangscode geben wir auf jeden Fall nicht. Alarmdeaktivierungscode gibt wenig Sinn. Wartungscode wäre halt so, das wäre so dieser stille Alarm, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die fahren da ja nicht nachts hin. Also es bringt ja nichts. Geben ihnen einfach den Alarmtest. Dann wird der Ricky auch wach. Und der hat Rollschuhe an, der kommt auch schnell weg. Das ist kein Problem. Der Hund kann auch Rollschuh fahren. 191519. Thank you, Forrest. Son of a bitch. Ah! Aha. Is she? Oh yeah. Hola, Ricky. Yeah, stay out! Nobody disrespects the sanctity of the ring! Don't ever come back here again! I'm calling the cops! Ja, Thank God. sind halt keine in der Stadt, ne? Hello? Is someone there? Ricky, get back inside and turn on the radio. Whoever that was, she was trying to break into the ring. She? Forrest, man, you got no idea. That was him! That was the whistling man! The alarm gave me just enough time to get my rifle. I don't like hurting folk, but I can't let anything happen to Maxie. He's my best friend, you know? Listen, man, I'm heading back inside. Gonna barricade that window. My man, thank you. You and Peggy can skate for free whenever you want, forever. That's a done deal. Thanks, Ricky. Can't wait. You got it. Talk to you soon. Okay, Gallows Creek. Here's some music while we process what just happened. Hier. So, the whistling man is a woman? Ja, sicher.
schon so mein Verdacht. Das war mir schon eine ganze Weile klar. Ja, also... I had my suspicions. Yeah, sure, Forrest. You just never mentioned it. Ja. Ist mir She leider called entfallen, up. irgendwie. You spoke to her multiple times. Yeah, she seemed pretty normal. Why do you think she requested that song? Moment, der andere da. Der Riggi oder wie der heißt. Der hat doch das doch die ganze Zeit gespielt, um sie zu ärgern und dann hat sie es rausgeworfen. Steckt er da auch noch. Steckt noch alle unter einer Decke, die Schweine hier. To get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. That's right. She never actually attacked me out there. So? What now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Ja, das Ding ist halt nur, die Tür unten ist offen. Also die Tür unten ist offen, der Keller Forrest, ist offen. shut the music off. Bleiben. Und ich habe sie jetzt auch noch sauer gemacht. Okay, you're live in 3, 2... Hey folks, this is Forrest Nash here. I hope you're all safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman. One who might manipulate you into letting her in before she attacks you. Wir sind alle Nachbarn, passt aufeinander auf. Ich sage es ungern, aber zurzeit sollten wir wirklich niemandem trauen. Das ist, We're neighbors. Look out for each other and stay safe. The killer was calling themselves Dawn. Traut niemandem der Dorn. Bringt alle um, die Dorn heißen. Auf der Stelle. This could be a fake name. If anyone needs help or you have info on the killer, please call in. You folks have my new number, right? It's 911. Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Kann ich die Tür nicht irgendwie verbarrikadieren? Hey, we had a call come in. Oh, Okay, nein. folks, time to Das ist take jetzt a call. bestimmt die Morddrohung. You're through to Forrest Nash on 189.16, The Scream. Hey, man. Murphy? Damn straight. What's going on, Murphy? Murphy. You in danger again? Nah, man. I've just been listening to the show here at home. And since you asked folks to call in if they could help out, well, I'm calling. I mean, I don't know if I'll have much to say, but I figure I wouldn't be a good role model to Fernando if I didn't try to help, you know? Das ist ein richtig guter Vater, You're a Junge. good father, Murphy. Absolutely. Fernando's a lucky kid. Oh, thanks. So, what do you want to know? Well, what Hä, can you ja, tell hast us? du uns nicht angerufen? I don't know, really. All Oh, right. yeah. Well, do you know anything about the death of George Barrow? Absolutely nothing. Okay. What about the killer herself? Herself? Man, I didn't get my ass kicked by a lady. The man I went toe-to-toe with was a man. You heard the last call, right, Murphy? Yep. So you know it's a woman, and you were trained by a VHS, Murphy. I know, but... Man, how could it have been a woman under that mask? Let's just move on. Do you know anything about the history of the Whistling Man? No, sir. Tonight's the first time I ever heard of him. What? I moved here 3 years ago, man. What do you want from me? Junge, warum rufst du überhaupt an? Hey, man, no worries. Just thank you for trying. Right. Sorry I couldn't help you all more, man. Now, you'd have asked me about gators. Forrest, we Gators. have a call coming in. Sorry, Murphy. I think that's Junge. all we've got time for right now. Derzeit hätte jemand sterben können, Murphy. All right. I'll catch y'all with the gator talk later. Night. Well, folks, that was a bust. But perhaps our next caller has more they can tell us. Let's find out. This is Forrest Nash, and you're listening. Please help me. My name is Casey Moore.
I'm at 25 Nancy Drive. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. I don't know what to do. Please help me. Immer erstmal so den Finger reinstecken, dass nicht zu viel Blut rausläuft. Easy, easy. Take a breath. Relax. Okay. We'd been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. He just started freaking out. He screamed at me, told me to hide. I'd never seen him like that, and I just panicked and ran and hid in a bush. Oh no. Forrest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person, and they just stabbed him. Moment. Bei der Talsperre war kein Wald und keine Büsche. Sie waren bei der Talsperre und sie hat sich in einem Busch versteckt. Casey, was he talking to a woman? I don't know. They had a mask and wore all black. That's all I know. Please, we need help here. I'll get you help, but I need to know. Where did the masked person go? They left him to bleed out. I waited until they were gone, then dragged him into the garage and called 911. Wait. Why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like, "It's not so funny now, is it?" Before they left, but please, he needs to get to the hospital. Ja, der ist explodiert, der I Krankenwagen. can't Das ist... drive, so we need an ambulance. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. Okay. Wo ist der verletzt? Can you tell us where your friend was stabbed? They stabbed him in the stomach, Oh, and then stabbed him again in his leg when he was on the das geht ground, ja and noch. it's... Oh, the knife is still there in his Oh, leg. nee. What's your friend's name, Casey? It's Jason Parker. We'll be right back. Peggy, patch us through to the hospital. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line 2. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. Warum sagt er We have das? a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh, God, I'm sorry. But the ambulances, well, you know. I know, but please, we need something. Können ihn nicht mit so or he's einem going to die. Klappbett da abholen? Listen, you're going to have to get him here. We need to see him, and we can't get there ourselves right now. Ich muss We sie da don't have hinbringen. any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out fast. All right, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first, and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. Damn it. I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. All I can do is talk you through the procedure as quick as I can, and then leave the rest to you. You think you can handle that? Ja, klar. Hit me. I'm sure we can handle it. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Lay him down. Apply continuous pressure directly to the affected areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure. Clean cloths when slowed. Got it. I think. You said he was stabbed, right? If the object he was stabbed with is still in him, don't take it out. It's stopping the worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. God, that was a lot of info. But I think we can handle this. Glad you got it so far, because there's more to go. Weiter. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you applied a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. All right, don't replace bandages. Elevate his legs. Keep him warm and calm. This is a lot. I'm really sorry. That's as much as I can give you right now. Try to stop the bleeding. Find someone to get him stabilized,
and get him here as quick as you can. Good luck. All right, Forrest. Casey's still on line 1. So, Leitung wechseln. Als erstes das Messer rausziehen. Das ist ganz wichtig. Hello? Hello? Forrest, are you there? Ja, sicher. Wie geht's ihm? I'm here. How is Jason doing? Badly. He's still bleeding. I need help. Logisch. I've been putting pressure on his stomach wound since you left. But he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. What about the knife in his leg? It's gotta be hell. Should I pull it out? Sie müssen es weiter reinschieben. Können Sie es noch weiter? Das muss ganz rein, Junge. No, don't touch the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? Ja, sicher. I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. No, don't worry, Casey. We're a team here. We're all going to get Jason through this. Casey, is his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Müssen das Messer sichern. Fass das Messer nicht an. All right. I think we need to leave that knife alone. All right. I'll just keep putting pressure on his stomach for now. Forrest, can I have a word? Ja. Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on, and let us know when the bleeding is under control. You're doing great. But what if something happens? We'll still be here. Just shout if you need anything, and we'll be there. I promise. Okay. I'll wait. Jason, please be okay. Ja, aber wenn Rechtsklick draufklickt, dann hat man ein Blutfenster. Das Messer ist nie verloren. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? You're right. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. Ja, zu uns And you wahrscheinlich. heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Ja. Could somebody nearby help them? Maybe drive them to the hospital? You know, that's exactly what I was wondering. Do you have anybody in mind? I might. A little before you started working here, KFAM did a mandatory first aid training course. Ja, Me die and Radios Karen sind missed alle it alles because gemacht. we were away on a producer getaway. You skipped it, didn't you? Never mind. So, how does KFAM's first aid course help us? Casey said they're at 25 Nancy Drive, right? Yeah? Why? They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you call them and ask? I don't know everybody's numbers. I've only ever called Karen. Everybody's personnel info is probably in Reggie's office. Got it. I'll look through their files in Reggie's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right. But there are a couple of problems with that. Go on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Great. Reggie. Great. Do you have any idea what Soll the das combo for denn? the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note taker, though. Maybe Jo, dann something schreibt in er his das office will Passwort give it away. für Safe. Das ist sehr schlau. Right. There is something else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard, the future is floppy? Peggy, what the hell are you talking about? I'm talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that have information on them. You put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the future is floppy and started phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. I'll check out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door Ja, now. aber Thanks, Peggy. I'll just have to look around. muss aber echt sagen, also es gefällt mir ziemlich gut. Good. I'll patch my mic down to the office, so you'll hear me over the intercom. Oh, was? Und selber verschwunden.
Schließe alle Türen im Sender auf. Ah, okay. Ich wollte mich gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch dauert. Weil ich habe damit gerechnet, dass es tatsächlich kürzer ist. Und bin auch positiv überrascht, aber ich hoffe, ja, was heißt ich hoffe? Das Problem ist, wenn das nicht der letzte Fall ist, ich will nicht, dass irgendwie das nächste Mal dann anfangen und dann habe ich noch so einen halben, so einen angebrochenen. I want to believe. Das ist auf gar keinen Fall der Mörder. Das ist ein guter Mann. Ein guter ist das. Wenn das nicht sagt, das ist Akte X. Und tatsächlich, dieses Poster übrigens ist... Also das Originalposter aus Akte X ist ein gefotoshopptes, was sie aus dem Straßenhandel ja, einfach gekauft haben für die Sendung, weil das nicht unbedingt die höchste Produktion war. Und das wurde irgendwie für 500.000 oder 50.000 Dollar für wohltätige Zwecke versteigert. Das hätte ich tatsächlich gern gehabt. Aber das ist schon ziemlich geil. Also das muss man echt mal sagen. Ah gut, ja, natürlich ja auch exclusive. I married an alien? X forever. Need to write pitch document. Good title. Bring back original Protag and Villain. Oh. Den Titel finde ich auch gut. Welche mit? Aber noch richtig alten. Chalupa Cabra. Soda Nachos. Chalupa Churros. Salsa Dip. Hat sich hier richtig einen reingerieben, Junge. Das hätte ich jetzt auch gern. Weg damit. Nein, das wollte ich lesen. Clive. If you're reading this, stop stealing my post-it notes. Niemals. Megabyte. The future is now. Future is floppy. Okay, das kann ich nicht. This Certificate. Hiermit wird bescheinigt, dass Reginald Scott erfolgreich folgenden Standardkurs absolviert hat. Erste Hilfe bei Verletzten. Ausgestellt von St. Gabriel's Hospital. Reginald Scott. Wahrscheinlich, wenn ich das nicht gebacken kriege, könnte ich nach oben gehen und sagen, ey, der Reggie. Der Reggie. Hint, very important date. Oh, wait. Das hier ist übrigens ziemlich lustig in der Hinsicht sogar, weil im Jahre 87 gab es Akte X noch gar nicht. Alien Sightings. Ah, na claro. Very important. Ask Genie where those tapes are. Been weeks now. Overdue. Oh. Could this be it? Tiefe Schnitte. Geheim. Pizza-Killerboote tötet mit einem Pizzaroller. Ein Stück geht auf mich. Brutalerweise wird nie Pizza geliefert. Was ist mit dem letzten Pizzaboten passiert? Vielleicht als Freund des letzten Mädchens in die Story schreiben? Protagonistin ist College-Studentin Megan, Nachname folgt. Sie ist klug, hübsch, einfallsreich und laktoseintolerant. Vertieft die Abgrenzung zwischen ihr und dem Pizzakiller. Findet am 7.11. statt, ein wichtiges Datum für die Stadt. Der große Gänseaufmarsch. Was? Ein Ereignis, bei dem plötzlich eine große Zahl Gänse auftaucht und die Stadt vorm Verhungern rettet, sollte in die generelle Geschichte eingeflochten werden. Während des Films muss Megans Unterstützungsnetzwerk eliminiert werden. Wie bei X3, nur noch krasser. Bei Filmstart vielleicht eine Kooperation mit Pontys Pizza. Eine von 10 Bestellungen erhalten einen Pizzaroller und Eintrittskarten. Okay. 11.07. Also, ne, das englische Datum nehme ich mal an. Ne, aktiviert. Haben wir hier noch andere wichtige Post-its? Ne,
Noch was? Nicht? Elf. 07. Nice. Oh yeah. Zack. Legen wir mal hier hin. Get a load of this, Peggy. Apparently, I'm a lone wolf type. Forrest, what are you doing? We don't have time for this. We Doch. have a man literally dying on the Ja, line, mein and you're Gott. more interested in you. Wo das ganze I'm Blut sorry. herkommt, hat er I noch need to mehr. focus on possible candidates. I can read the rest of this later. Merkung, ich kann nicht fassen, dass wir wirklich den Forrest Nash hier in Gallows Creek haben. Seine Motivation mag dürftig sein. Seine Gehaltsforderungen übersteigen unsere Möglichkeiten. Und er steht aktuell bei allen ernstzunehmenden Sendern auf der schwarzen Liste, aber wir haben sowieso keinen Ruf zu verlieren. Forrest integriert sich nicht wirklich ins Team. Er scheint die Einzelkämpferschiene zu fahren. In seiner ersten Woche hat er Janie, Janine und Brenda genannt. Hoffentlich legt sich das, wenn er sich eingewöhnt hat. Wir haben Forrest für seine Sendung Peggy zur Seite gestellt. Wir beiden scheinen miteinander klarzukommen, was gut ist, denn es fehlt das Budget, um ihn mit Karen zu koppeln. Der ist Karen. Okay. Ich kann aber keine Erste Hilfe. Oh. Okay, dann lass sie einfach fallen. Weaver. Peggy Weaver. Hahaha. Hey, Peggy. I think Reggie's on to you and Ich habe noch nie Karen. jemanden gefunden, der sich so schnell Maybe mit allen don't bring anfreundet those wie little Peggy. drink umbrellas into work for a while. What? Why are you reading my file? You need to find someone who can help Casey. We already know I can't. Ja, komm. Der blutet Right, morgen I'm auch sorry. noch. I need to focus on possible candidates. I really shouldn't have read both. We're in a hurry. Sie, Karen und Barbara sind schon eine kleine Familie. Vielleicht sollten wir den Sender mit Girl Power betreiben. Könnte günstiger sein als Strom. Ich frage mich manchmal, ob Peggy insgeheim eine eigene Show will. Zumindest beteiligt sie sich bei der Schrei lebhaft an den Anrufen. Manchmal hat man den Eindruck, Forrest könnte mitten im Gespräch einen Kaffee trinken gehen und niemand würde es merken. Peggy und Karen haben wegen ihrer Trainingssitzung wieder eine Betriebsveranstaltung verpasst. Diesmal den Erste-Hilfe-Kurs. Ihre Sammlung von Cocktailschirmchen scheint mit jeder Sitzung zu wachsen. Warum machen die ihr Training in einer Bar? Oh, du bist immer noch dran. Sag dir mal gute Nacht. Ja, lange machen wir auch nicht mehr. Also 1 ist eigentlich so die Grenze. Kann sein, dass ich hier noch ein bisschen überziehe, damit ich das Spiel noch fertig kriege. Aber danke auf jeden Fall für die gute Nachtwünsche. Und dir auch eine gute Nacht. Verdammt. Was? Ist der Karton da rausgefallen? Was ist ein Geräusch? Nein, ich will nicht sterben. Bradley Carter, Restaurantkritiker. Als ich Brad als Restaurantkritiker eingestellt habe, hielten mich alle Leute für durchgeknallt. Wir haben hier nur 3 Imbissbuden und einen Diner, und einen Diner. Was soll er kritisieren? Meine Antwort lautet, dass man nie davor zurückschrecken darf, die dunkelsten Winkel des Unbekannten oder Henderson zu erkunden. Bradley und Barbara scheinen eine Menge... Ach, das ist Brad. Ah, eine Menge Zeit miteinander zu verbringen. Ich wusste gar nicht, dass sie sich so für Brads Arbeit begeistert. Vielleicht sollte ich mal an einem ihren Treffen nach Feierabend teilnehmen. Ich wollte schon immer mehr über Ernährung erfahren. Brad und Barbara haben den größten Teil unseres Erste-Hilfe-Kurses verpasst. Aha. Brad hat einen Witz über Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, woraufhin Barbara wütend abgedampft ist. Der Scherz war gar nicht übel. Ja, einer hat geklopft, aber... also... möchte ich jetzt eigentlich nicht so gern. Tja. Ach, Laser Racer. Okay, also Brad und Barbara sind beide raus, weil die haben ganz viel verpasst vom Erste-Hilfe-Kurs. Barbara kommt mit dem Gesamtpersonal bestens zurecht. Bei unseren letzten Besprechungen haben wir allerdings gutes Feedback, haben ihr alles gute Feedback gegeben.
Ich glaube, zwischen ihr und Brad läuft was. Nur so eine Vermutung. Barbara hat eine neue Katze. Inzwischen müsste es mindestens 5 sein. Daisy, Murphy, Penelope, Freddy und Lord Winston. Ich muss die Produktivität im Auge behalten. Die Katzenfotos sind eine gewaltige Ablenkung für den Rest des Teams. Barbara hat meine Idee über ein neues Horrordrehbuch nur gelacht. Mir ist ganz egal, was sie denkt. Meine Geschichte über ein Alien-Ei im Zentrum der Erde, das am 30. Februar schlüpft, ist absolut genial. Warum sonst sollten wir den 30. Februar verhindern? Okay. Craven Street. West Craven. 2 noch. Penelope. Nee, Karen Lawson. Karen hat ihre Rolle in den letzten Monaten deutlich aus... Ja gut, die war ja auch nicht auf dem Erste-Hilfe-Ding. Ja gut, da bleibt ja wirklich nur einer. Seit Wes gegangen ist, hat sie Hamishs Sendung mit den Timberline-Zwillingen komplett übernommen. Hoffentlich kommt sie nicht auf die Idee, das doppelte Gehalt zu fordern. Karen hat Peggy unter ihre Fittiche genommen. Ich denke, das wird Peggy helfen. Sie machen sogar teambildende Trainingsausflüge, um ihre Effizienz zu steigern. Ja, teambildende. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass diese Trainingsausflüge der Sendeleitung strategisch platziert sind. Inzwischen haben beide das Weihnachtswichteln, den Erste-Hilfe-Kurs und den Besuch von Teddy Gallows Junior versäumt. Ah, ärgerlich. Das ist aber auch immer blöd mit solchen Teamtreffen, ne? Ach, Personal File. Nicht Penelope. John Hedges. Hast du auf die Adressen geachtet? Das ist natürlich eine wichtige Information. Natürlich, die müssen natürlich auch in der Nähe wohnen. Oh, ich hoffe, die stehen auf der Disk drauf. Na gut, aber wir können ja überlegen, wer überhaupt Erste Hilfe kann und dann nochmal gleich gucken. John hat sich geweigert, während des Kurses mit dem Erste-Hilfe-Trainer zu arbeiten. Ich weiß, dass er im Krieg als Sanitäter gedient hat, aber es war Sendevorschrift, alle dorthin zu schicken. Offenbar hat John einen Haufen medizinischer Ausrüstung bei sich ja, okay, die er nach seiner Dienstzeit vom Militär übernommen hat. Ist das legal? Muss ich ihn melden? Habe mit John nochmal über die Gratisproben gesprochen, die Brad für seine Rezension geschickt bekommen hat. Er sagte, er würde aufhören, sie zu essen, was er die letzten 3 Male auch gesagt hat. Es ist unamerikanisch, einen Kriegsveteranen zurechtzuweisen. John Hedges. Du hast natürlich völlig recht mit den Adressen. Aber andersrum ist das ein Kriegsveteran. So, und Reginald Scott. Ach so, er ist selber Reggie. Ja, logisch. So. Steht da eine Adresse drauf? Nee. Um 25 Parker Street war das, glaube ich, ne? Also da sitzt der Halbtote. Wo ist denn das? Merrow, Pegan, Hooper, X-Down Lane, Nancy Drive, Bond Street, Mason. Heel Carpenter, Newbury, Jones Road, Jackson, Binkley Drive, William Street. Das war doch Park-Dingsy. Okay, aber das hier, finden wir das überhaupt? Nancy Drive. Hier Nancy Drive. Ja, das wäre hier unten irgendwo. Hier. Hooper. Das sind übrigens... Romero ist ein Horrorregisseur. Hooper ist einer. X-Down ist auch schon so verdächtig. Jackson. Ich weiß nicht mehr, wo der Tote denn liegt. Sagte sie nicht beim Damm? Damm? Was ist denn ja oben? Ja? Ne, das ist, glaube ich, Wasser. Ne, Two Reservoir. Hier irgendwo.
Tomside, William, Jackson, Dinkley, Jones. Ja, okay, ist aber jetzt... Ist auch nicht so weit weg, ne? Also... So, wir müssen mal kurz... Einchecken wir noch. Also nicht so ein. Also der hier ist ein heißer Kandidat. Ich habe vergessen, wie der heißt. John Hedges. So, was haben wir hier? Da ist gar nichts drauf. Ich glaube, das bin ich. Karen. Ne, die hat geschwänzt. Die ist eh raus. Barbara. Barbara und Brad haben nicht gut mitgemacht. Muss man auch bedenken. Craven Street. Bradley. Axdown Lane. Axdown Lane. Nancy Drive. Cooper. West Craven ist nebenbei gesagt. Ja, doch, Craven Street. Ja, okay, die sind alle wirklich auf einem Punkt ungefähr. Gut, dann... Haha, ja, da war ja was mit dem Klopfen, ich erinnere mich. Alles gut. Niemand hier. Ich gehe dann mal. Hier, also John Hedges ist unser heißer Kandidat um eine lebensrettende Maßnahme. Ich meine, der Typ ist eh verblutet. Wir haben ungefähr 20 Minuten in diesem Keller rumgehangen. Bin ich schon wieder. Begib dich und finde Kombination des Saves heraus. Ja, schon gemacht. Ach, noch Mann. Ich muss unten über die Fernsprechanlage mit ihr reden. Oh, privat sagen. Hey, Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? Ja, ich glaube, ich weiß, wen wir anrufen können. I think I know who our best bet is to help Casey and Jason. All right, good work. Who should I... Hello? Is anybody there? Please pick up. Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up everywhere. What's happening? What do I do? Hat er jetzt zufällig Alkohol getrunken? Er fällt in einen Schock. God, it sounds like he's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. But the bleeding seemed to slow down. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I need you to listen to me, okay? For Jason. What did the nurse say to do about shock? Nee, Beine müssen hochgelagert werden. Casey, I need you to elevate Jason's legs. We need to get the blood flowing to his vital organs. Genau. Got it. Jason, stay with me. Stell ihn auf den Kopf. I'm just gonna move you. This might hurt. Okay. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Auch richtig. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me a second. Sorry. Sorry. I'm done. You're gonna be okay, Jason. Just relax now, okay? Forrest, I'm scared. He's not doing well. Is he gonna... Er wird das schaffen.
Jason is going to be fine. Just make sure he knows he's going Ich to habe be einen okay. Militärarzt Okay? am Start. Okay. But please, I can't give him what he needs. Please, help. I can't lose him. All right, Forrest, we need to hurry. Jason doesn't sound like he's doing too well. You said you knew who to call earlier? Who was it? We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. He didn't really participate in the first aid training, but he's a former war medic. He's probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. A war medic, huh? Yeah, and according to Reggie's notes, John keeps all of his old equipment at his house. He's something of a hoarder. All right. What's his number? 5420735. Gut, dass ich die aus dem Kopf kann. Calling now. Let's hope he picks. Who the hell is this calling me at? What time is it? John, it's Forrest Nash here at KFAM. We have an emergency and we need your help. Forrest, if this is a work emergency, then it can wait until the Yeah. goddamn morning. Just leave me a note like everybody else. Jemand wurde mit einem Messer gestochen. A man has been stabbed by the Whistling Man, or... Never mind. He's lost a lot of blood, and he's passed out. We need you to help him. The Whistling Man? What kind of joke is this? John, we're not kidding. A man is gonna die if we don't help him right now. Seriously? I haven't been called on for over 10 years. Ach, hör auf, Junge. Where's the patient? What's his condition? He's at 25 Nancy Drive. I think we got his Nancy friend to Drive. stem the bleeding, but he's gone into shock. He's ja noch passed out besser. right now. You say he was stabbed? Do you know the extent of his injuries? From what we were told, he has 2 major stab wounds. One to the stomach and one to the leg. The knife is still in his leg, and the stomach wound is open. Understood. Genau, er I'll wohnt grab in a few 14. supplies and I'll head right over. Die sind fast in seiner Garage. Das ist ja fast perfekt. Thank you, John. We'll let him know you're on your way. Good luck. Hello, Casey. Are you there? How are we doing? Bad. Jason seemed really weak and then just started thrashing. What about now? Is he still thrashing? He's passed out. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. You hear that, Jason? Someone is coming. You're gonna be just fine. Just hold on for me, okay? Just hold on. Come on. Hello, Casey. This is John Hedges. I'm here about Jason. Please let me in. Guter Mann. I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna Der need ist so your gut help. wie im Arsch und geht Forrest, wieder. Peggy, don't you two worry. We've got this from here. Okay. Forrest, we'll call you back later. I have to go now. Good luck, everyone. God, I hope he's gonna be all right. And with that, the show moves on. We're sending our best wishes to Jason. Was sagst du dazu, Well, Reginald? after all that excitement, I think we could use some music. Come back upstairs when you're ready. Ich überlege gerade. Kann ich so speichern? Ja. Ich glaube, ich speichere jetzt. Und dann machen wir da morgen weiter. Ja, doch. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass das noch... Ach du Scheiße, wir sind ja die ganze Zeit in der falschen Kategorie gewesen. Oh, das ist ja super ärgerlich. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Gut, wir machen aber dann morgen weiter. Ich denke mal so, vielleicht ein Stündchen geht das noch? Würde ich schätzen. Hat mir aber tatsächlich gut gefallen. Sehr gut gefallen. Auch, dass es dann doch ein bisschen länger war, als ich das jetzt so eingeschätzt hätte.
Ja, gut. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Wir machen dann halt hier erstmal Schluss. Und sehen uns dann morgen um die gewohnte Zeit. Story ist sehr interessant. Ja, ich sage ja, Forrest. Mir gefällt es auch ganz gut. Aber, gut. Dann, vielen Dank wieder für den Chat und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen. Und eine schöne Nacht noch.